Action! Action! Moin Leute! Moin. Wir machen für euch den Fahnentanz. Sie sind endlich da. Juhu, da sind wir. Ja, moin. Moin. Hier sind sie endlich. Wir präsentieren heute die wunderschönen neuen, Du musst näher ans Mikro. die neuen wunderbaren Fahnen. Wir haben ein Mikro zusammen, ne? Ja, wir haben nur ein Mikro. Das heißt, du musst nicht so schreien und ich schreie ein bisschen. Ich mache das gleich ab, dann halte ich es in der Hand. Ich glaube, das ist einfacher. Okay. Erstmal moin Leute Moin. und auch herzliche Grüße an unsere stillen Zuschauer. Die vergessen wir nämlich Und mal. an unsere Moderatoren, die bestimmt schon vor Ort sind. Definitely. Viel Spaß euch. Haut schön die Anja, Tasten. die stille Zuschauerin beauftragte. Jawohl. Ich mag sie. Wir sind ja heute hier in den Hafen gekommen. Und wer steht hier? Die Koi. Die Koi. Das Guck mal, ich mache mal hier ab das Ding. Heute mal ohne Musik. Ja, die war eben noch an die Musik. Da mussten mussten wir wir, leider mal fragen, ob wir das ausmachen. muss, die Uhr wird. mussten wir einmal intervenieren. Ja. Nee, lass mal los, lass mal los. Das ist hier, lass mal ganz weg die Finger. So, Aber ist das an? das ist, warte mal. Nein, das hast du ausgemacht. Warte mal. Jetzt ist an. Nun Jetzt geht. ist an. Nun geht. So, Also jetzt man, geht. man kann die Fahne auch als Rock machen, ne? Geht auch, ne? Ja. Oder als Bitte. Kopftuch. Kopftuch. Geht auch. So. Ja. Kannst du auch einfach mit an den Strand nehmen. Ne? Falls du mal irgendwas verdecken musst. Also falls. Ja, Okay. besser ist das, ne? Werbeblock vorbei. Ja. Jetzt kann es losgehen, Jetzt oder? kann's Jetzt losgehen. kann's losgehen. Leute, Willkommen im Harburger Binnenhafen, ihr Lieben. Ja, ich bin heute nicht vorzeigbar. Die Mädels müssen das komplett übernehmen. kriegen wir hin, ne? Paddy hat heute eine Schönheits-OP, tun uns ja leid. Aber Er sieht ganz anders er aus. konnte sich nur eine Seite leisten. Ich hoffe mal, irgendwie die nächste kommt noch. Er hat nämlich einen draufgekriegt. Aber- Genau, er war wieder frech. Ja. Immer wieder frecher. Ja, der hat mir auch so durch die Wange durchgeschnitten. Also der kam mit dem Messer, kam er in der Mundhöhle raus. Ach so. Ja, Ja. nee, ist klar. Ja, also es war, Du warst ein richtig böser Burschi. na, es sieht mal wieder dramatischer aus, als es ist. Also ich glaube, die nehmen immer, also ich glaube, wenn die Pflaster abrechnen in der Medizin, dann geht das nach Quadratmetern. Das kann ich dir genau sagen. Das ist so. Ernsthaft? Ernsthaft. Ja, deshalb nehmen die das Hast du auch Größte. Salbe drauf? Ja, da ist alles drauf. Ja, dann Alles, rechnen- da ist alles drauf. bin ich mal gespannt auf deine Rechnung. Ich nicht. Egal, anyway. Wir wollen jetzt einfach mal heute mal losziehen mit euch. Ich als wirklichen Hamburger, ich war noch nie hier. Du? Ich war ja schon einmal mit Paddy hier. Wir haben das so ein bisschen ausspioniert für euch hier schon mal. Weil ich das immer schöner finde, wenn man einfach schon mal geguckt hat und schaut, wo man lang geht, was nett ist, was man zeigen kann, was interessant ist. Mit der Koi haben wir natürlich heute nicht gerechnet. Auch nicht mit den Flugabwehrkörpern hier genau vor uns. Also Oh ein bisschen ja. Angst haben wir ja schon, ne? Also ich bin ja der Meinung, dass das Attrappen sind. Vielleicht kann der Chat da mal aushelfen. Aber hast du die mal von hinten gezeigt? Die haben hinten auch noch so ein komisches Dingsbums Ja, dran. aber ich glaube, das ist Deko. Ja. Meinst du? Ja, definitiv. Naja, das ist scharf Deko. werden die nicht mehr sein, aber gefährlich sehen sie schon aus, oder? Ja. Hallo? Sind Sie vom Fernseher? Nein, Filmen Sie einfach hier so. bitte? Filmen Sie einfach nur. Nee. Wir filmen hier. Wir machen einen Livestream. Echt? Ja, auf YouTube und auf Twitch. Könnt ihr gucken, Hamburg Hafen Live. Könnt ihr direkt angucken bei YouTube. Ja. Wieso wollt ihr tanzen für die Zuschauer? Nein, danke. Wir haben uns nur gefragt. Deswegen. Ach so, aber ihr könnt, Also wenn ihr wohnt was- ihr hier in der Nähe, wohnt ihr Ja. hier, dann könnt ihr uns doch ein bisschen was über den Hafen erzählen hier, ne? Wie der entstanden ist. Das weiß ich leider nicht. Was? Du wohnst hier? Ja, aber ich interessiere mich nicht so dafür. Was? Okay, aber ist doch Das voll ist schön die hier. Jugend von heute, das ist richtig das schön. Das ist doch voll schön. Deswegen sitzen wir auch hier. Ja, das glaube ich. Also das ist wirklich Schön ist ein, es hier, ne? wirklich ein Sag netter Hallo Platz. Darf ich euch filmen? Ja. Hallo. Die Jugend von heute weiß von Die nichts Jugend von Bescheid, heute. aber lieben Aber die. gemütlich ja, ist aber es gemütlich trotzdem, ist ne? trotzdem, genau. Ja. Also, wir kommen sowieso des Weges. Also, Also. falls uns noch was einfällt, seit wann wohnt ihr denn hier? Seit meiner, also bei mir seit meiner Geburt. Ja, bei mir auch. Seit 2009. Ja. Also- 2008, 2009. Und ihr wisst nichts um dieses Gebiet hier? Also geschichtlich Ich irgendwie? bin ja auch erst seit 1-2 Jahren erst. Also Ja. chill ich hier. Ja. Sonst war ich immer in der Innenstadt in Hamburg. Ja. Also da ist noch eine Lücke nach oben, ne? jeden Definitiv. Fall. Guck mal, jetzt hättet ihr mal richtig mal punkten können. Ja. Aber so richtig punkten können, mit uns zusammen.
Ja, bei uns in der Schule, sowas wird bei uns nicht behandelt. Ja. Bei uns wird lieber behandelt, wie man Dann müssen wir mal mit den Lehrern sprechen, ne? Geht ja gar nicht. Dann sagt Aber ihr guck mal mal, was schöne wir für einen Grüße. idyllischen Abend haben hier. Ja, total. Sehr schön, oder? Wollen wir mal? Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Dankeschön. Danke. Euch auch. Für die Zuschauer. Danke. Tschüss. Also wir haben ja hier noch den schönen Kran. Ja. Ist auch so nostalgisch, ne? Also wir befinden uns hier, um das mal klarzustellen, auf der Harburger Schlossinsel. Ne? Also Genau. die Schlossinsel, ich weiß gar nicht, ob man Harburger davor sagt, also auf jeden Fall die Schlossinsel. Das ist quasi der südliche Teil, nennt sich hier Lotsekai. Das heißt, da hinten, da gehen wir gleich lang, da kommen wir so ein bisschen in den Museumshafen von Harburg. Wenn man so in die Richtung guckt, das sieht man jetzt nicht, da war früher das Harburger Schloss. Das gibt es nicht mehr. Also das ist auf Google Maps noch eingezeichnet, da steht auch ein Gebäude, aber das, ich glaube, vom Schloss stehen da noch ein paar Mauern oder so, aber da wurde halt ein Wohngebäude draufgesetzt. Ne? Genau, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam los und dann können wir ja mal ein bisschen was erzählen. Der Harburger Hafen oder Binnenhafen ist ja ein sogenannter Dockhafen. Also, was ist das Besondere an einem Dockhafen? Der hat halt eine Schleuse. Das heißt, der ist abgetrennt von der Tide. Also, wenn Ebbe und Flut ist in Hamburg, geht ja das Wasser rauf und runter. Da ist Harburg nicht von betroffen. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass das Wasser hier im Hafen nicht steigt und nicht fällt. Was natürlich früher, also liegt ja auf der Hand, zum Beispiel zum Beladen und Entladen, ist es natürlich deutlich einfacher, weil du nicht die ganze Zeit Wasserstand ausgleichen musst. Also es geht nicht die ganze Zeit rauf und runter. Der wurde gebaut, der Harburger Binnenhafen. Mit Jahreszahlen bin ich jetzt wieder so schlecht. Ich meine 1845 bis 1849 so circa. Plus minus 2 Jahre, also nagelt mich da mal nicht drauf fest. Also auf jeden Fall über 100 Jahre her. Ja. Und war damals also auch wirklich eine technische Meisterleistung. Ja, das war also ein Riesending, wurde so ein bisschen nach Vorbild der Londoner Docklands gebaut und war im Betrieb so bis Ende der 1970er Jahre, Anfang der 1980er Jahre. Dann hat er halt langsam an Bedeutung verloren, weil der halt einfach nicht wachsen konnte. Ne? Der ist halt, also wenn ihr euch das mal auf Google Maps anguckt, dann sieht man halt, das ist im Prinzip hier so eine Halbinsel, die Schlossinsel. Und ja, irgendwann war halt einfach Feierabend. Ne? Schiffe wurden immer größer, Hafen konnte nicht mitwachsen. Und dann hat er irgendwann auch, er wurde quasi auch vom Hamburger Hafen sozusagen abgekapselt. Ja, und wurde dann, ja, im Prinzip ist hier eine Zeit lang nichts passiert und jetzt so in den letzten Jahren sind hier sehr, sehr viele Hausboote hingekommen, es sind hier sehr viele neue Gebäude, da hinten sieht man da das Fraunhofer Institut, aber auch wenn man in die Richtung guckt, da stehen einige neue Gebäude, teilweise aber die alten noch dazwischen, ne, alte Speicher und so. Da werden wir gleich auch überall mal hingehen. Jetzt sind wir erstmal hier am Lotsekai und hier ist auch so eine Kuriosität. Ne? Ja, Schlaf im Hafen, ne? Ja. Schlafen im Hafen. Hier liegt also ein altes Binnenschiff. Warte mal, wie heißt denn das Schiff nochmal? Die Lydios ist das. Die Lydios. Und ist ein alter Binnenfrachter. Wurde dann zu einem Hotel umgebaut von einer Familie. Da sind jetzt, glaube ich, 4 Zimmer und eine Suite drauf. Hallo. Kostet. Guck dir zu. Ja, sehr super. schön. Ach, guck mal hier, Äumelchen ist auch da oben. Ja, Oh, guck mal. kein Stream ohne Möwe. Nee. Kein Stream ohne Möwe. Nein. Liegt so kostenmäßig bei, glaube ich, 140 bis 180 Euro, je nachdem, ob das ein normales Zimmer oder eine Suite ist. Und ja, www.schlafen im Hafen. Wir wären da auch gerne mal draufgegangen. Also vorhin war, glaube ich, hier einer, der hier auf jeden Fall was zu sagen hatte. Also, aber leider verschwand er dann noch wieder, dass wir euch das leider nicht zeigen konnten. Ja, wobei ich habe reingeguckt und ich glaube, man schläft direkt am Wasser. Also man ist sehr nah am Wasser. Man schläft quasi im alten Laderaum. Ja, ja, also genau. du siehst hier jetzt so Fenster, das sind quasi für die Zimmer, Kajüten oder Kammern, sind das die Oberlichter. Ne? Und habt ihr eine Ahnung, warum das Kanal 77 heißt? Sabbelkanal. Das kenne ich. Das weißt du, ne? Jo, Wenn es jo. um Sabbeln geht. Kanal 77 ist im Funk quasi der Sabbelkanal. Also da wird sich unterhalten. Das heißt, wer im Hafen Kanal 77, Und schön zuhören, ne? Für eure Lehrer. also wer Kanal 77 hört, der
Ja, der braucht ein bisschen Unterhaltung, ne? Das ist kein Problem, ihr seid ja hier bei uns und Also- da werdet ihr auch vollgesabbelt. Vielleicht muss Anja mal ein Sprechfunkzeugnis machen und dann, guck mal. Und dann macht sie Kanal 77 Hör mal bitte Show. die Schwester Hansen Show, ne? Ja, aber sowas von. Das wäre doch mal. Ja, also hier haben wir auch ein paar technische Daten zu der Lydios. Hier ist glücklicherweise so ein Schild. 55 Meter lang, 6,60 Meter breit. Mittlerer Tiefgang leer, 63 Zentimeter, wie süß. Ne? Und maximaler Tiefgang 2,52 Meter. Wäre eigentlich auch mal so ein Ausflug für uns wert, oder? Also ich finde das... Also die bleibt aber immer da, ne? Also die geht. Nee, ja, fährt nicht. die bleibt hier. Ne? Das, Beim nächsten Ja, das ist ja Team- nichts für uns. Beim nächsten Teamtreffen übernachten wir hier alle. Nee. aber schwimmt halt noch, ne? Ja. Und muss halt auch regelmäßig zur Schwimmfähigkeitskontrolle. Das ist kein Problem, das machen wir auch. Machst du auch, ne? Ja, Es gibt ja auch nichts, was du nicht kannst, oder? kann alles. Fast alles. So. Du, ich klopp da einfach mal rum und guck, ob das alles noch richtig Aber ist. guck mal, also schönes Schiff, ne? Also hier auch mit dem Anker und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich für jemanden, der so ein bisschen Ruhe möchte, der jetzt sagt, er will vielleicht nicht so in den Hamburger Trubel, weil, also das Schöne ist hier im Harburger Binnenhafen, das ist wirklich, es ist total idyllisch Ja, hier, es ne? ist wirklich, also das muss man wirklich sagen, es ist wirklich viel Ruhe, es ist ein bisschen muckelig Aber auch das hier. ist ja auch der Grund, warum wir euch das hier zeigen wollten. Wir hatten das ja auch nicht. Also wir haben da früher hier ja öfter mal Fotoshootings gemacht, aber hatten das jetzt auch gar nicht so auf dem Plan. Aber ich meine, guck mal, wie spät ist es jetzt? 20 Uhr. Hier ist ja nichts los. Es ist wirklich kuschelig. Man kann hier was sehen. Es ist ruhig. Ich meine, es ist doch toll für jemanden, der irgendwie Hamburg besucht oder tatsächlich in Hamburg wohnt und denkt, Mensch, war ich auch noch nicht. Ist das doch toll hier. Also ist auf jeden Ja, wir Fall gucken uns das mal an, ne? wert, ne? Wir gehen mal Wir rum mit gucken uns euch das und dann alles könnt ihr mal euch an. mal so einen kleinen Einblick Guck mal, hier sind noch verschaffen. alte Bahnschienen am Lotsekai. Und wenn wir jetzt etwas weitergehen, haben wir da auch einen alten Kran, Kulturkran. Und hier liegen natürlich sehr viele historische Schiffe. Ne? Hier ist noch ein Hausboot, Hausboot Jonathan. Aber Auch nicht schlecht. möchtest du denn auf dem Boot auch wohnen? Mir egal, ich wenn finde es das cool. kuschelig ist. Ich finde das cool. Ja, aber wenn es so richtig so, ich sag mal, mit so viel Wasser von oben und Ja, unten. macht doch und nichts. Du bist Oh, doch der drin, du Chat- bist doch gar nicht Der nass. Chat eskaliert schon wieder hier. Echt? Ja. Wollen wir mal einen Ja, ich muss zwischendurch machen? einmal hier, der Peugeot Racer ist seit 2 Monaten dabei. Auf Twitch mit dem Prime Sub. Jul Surek seit 4 Monaten mit dem Prime Sub. Danke. Der Basti verschenkt einen Sub an die Daniela. Herzlichen Dank dafür. Dann haben wir Annette Wasner mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Bastrecht 7 Monate dabei. Jakobs Aviation ist hier. 5 Euro Superchat. Coole Fahne, bin am Samstag von Kiel aus unterwegs. Da hätte ich die schön von der Nova aushalten können. Ja, ist leider jetzt erst gekommen. Aber vielen, vielen Dank. Dann der Carsten Oberlausitz. 2 Euro Superchat. Schreibt Moin ihr drei und Community. Fahne wird geordert. Den Link zu der Fahne haben wir natürlich auf YouTube unterm Stream verlinkt. Ansonsten kann da vielleicht auch einer von den Mods das nochmal rein posten. So, dann haben wir, oh, das geht schon wieder hier in einer Ja, Geschwindigkeit. Chris ist hin, da. Bitte? Chris ist hin. Ja, ich nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Wieder so Es rumstottern. ist schon wieder, dann habe ich gesehen, Seren hat auch schon wieder eine 10er Subbombe rausgehauen. Oh, Ja, wir sagen Leute, schon mal vielen Leute, Dank. Ja, ich Leute. würde auch sagen, wir sagen erstmal Flo- allen herzlichen Dank. Flomo 22 Monate, Sabine ist mit 2,49 dabei, hat eine Fahne bestellt, Dankeschön. Andreas Preuß auch schon seit 2 Jahren, Mensch. Die Bandhaus Wasserburg mit 2 Euro, Andreas Preuß 2,49, Thomas G 10 Monate, Seren nochmal mit einem 10er. Oh, Seren, danke, danke, danke. Schwarzbart Jürgen, 100 Bits, der Christoph 4 Monate auf Twitch, Markus Lamm 22 Monate, Nebelwerfer 10 Monate, Micha 1 verschenkte Mitgliedschaft, Prinz FX mit einem neuen Prime Sub dabei und der Erik 5,99 Superchat. Ganz fetten Dank. So, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Ja. Wir gucken dann später Aber hier nochmal. Ne? standst du schon mal unter so einem Kran, ist ja auch nicht so oft, ne? Ja, guck mal, und hier steht noch ein alter Zug. Ja, habe ich gerade schon gesehen. Ist eigentlich auch ein bisschen cool. Also hier haben wir Wo zum Beispiel, steht das mal irgendwie? hier haben wir Mit Container. Fotoshootings gemacht teilweise. Ach, ne? was. Das ist natürlich so für ein Fotoshooting, du kannst Ja. dich ja mal da vorstellen. Also das ist einfach sehr cooler Hintergrund. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen
Guck mal hier, dieses Gegenlicht. Guck mal, nimmt, sexy, ne? Sexy? Ja. Guck mal hier, die beiden Das Mädels. kann ich ja nicht. Und dann mit dem Licht. Tja, Mega. Ja. Leute, es ist ein bisschen cool hier. Also man muss das mal das ist gesehen haben. echt schön, ne? Und wer sich wundert, warum wir absolut hier heute im Partnerlook sind, wir sind Schwestern im Geiste. Es war nicht abgesprochen. Und wisst ihr was? Genau das T-Shirt habe ich auch noch. Habe ich heute aber nicht. Ciao ragazzi, sag ich dann nur, Also- ne? Wisst ihr Bescheid? Tanja und Anja, ne? Oleg und Bolek. Wahnsinn. Ein Arsch und ein Eimer. Ja. Ja, genau. So, wir gehen Bibi mal, und Hansi, du. komm, wir gehen mal hier rüber. Hier ist nämlich Alte Fair. Prinz FX, danke für deinen Prime-Sub. Erik 5,99. Annette Wasner lässt 2 Euro da. Und Schwarzbart Jürgen auch mit einem 5er-Pack auf Twitch. Herzlichen Dank. Mike ist seit 21 Monaten dabei. Leon 5 Mitgliedschaften und der Gecko eine. Danke, Aber das danke. ist ganz süß, finde ich. Ne? Das ist total süß. Ja, hier. das Guck ist mal, oh, wirklich- guck mal, wie das süß angemalt ist da unten mit dem Anker. Ist alles so in Blau. Und Blumen, da ist eine Frau an Bord, ich sag's euch, ne? Ich riech das doch. Ja, ja, ja. Da muss eine sein, weil. Richtig Oder ein schön. Hobbygärtner. Oder Hobbygärtner kann auch sein, ja. Guck mal, da steht die Kollau. Das sieht doch so ein bisschen aus wie so ein alter Alsterdampfer. Ja, Das muss ein alter Alsterdampfer sein. Allein der Name Kollau. Kollau ist ja ein Seitenarm von der Alster. Und hier gegenüber zum Beispiel dieses Gebäude, ne, das ist das Fraunhofer-Institut oder gehört zum Fraunhofer-Institut, eine Forschungseinrichtung. Sehr futuristischer Bau. Was ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen frage, ist, was diese roten Kugeln da überall sollen. Da müssen wir auch mal den Chat fragen. Also ich nehme mal an, dass das irgendeine Messeinrichtung ist. Das stimmt, das sieht fast so aus. Aber was ganz genau, kann ich euch leider nicht sagen. Wind, Regen, Sonne, whatever. Ja. Ja, und hier diese Schlossinsel ist, ich glaube, von 4 Brücken insgesamt. Also 4 Brücken gehen hier übers Wasser. Eine ist hier die Lotsekai-Brücke, da gehen wir gleich auch drüber. Sind alles Klappbrücken. Mittendrin gibt es eine Drehbrücke, aber ich glaube, so die alten Brücken, die auch historisch waren, das sind alles Klappbrücken. Lotsekai-Brücke und ich glaube, wenn wir die Straße bis ans Ende gehen, da müsste die Holzhafenbrücke sein. Was ist das denn für ein Olderkorn hier? Sieht aber auch interessant aus, ne? Die Hille. Ja, wir müssen mal schauen, ob da ein Schild ist, weil das ist ja alles so ein bisschen Museumshafen. Guck mal, hier ist ein Schild. Mal gucken, ob das zur Hille gehört. Nee, das ist, das ist noch nicht fertig, das Schild. Ach so. Okay. Das ist Gerade noch neu nicht fertig. gekommen, ne? Aber der Chat wird's wissen. Ja. Aber auch nicht viel Rost. Du kannst doch mal kommen mit der Bürste. Ja, nee. Nee. Ach, hier schreibt jemand, das ist ein Kunstwerk, diese, Das ist ein diese roten okay. Kugeln. Das Was? Kunstwerk zeichnet sich durch 4 rote Bojen aus, die hoch oben an der Fassade angebracht sind und sich wie von Zauberhand auf imaginären Wellen rhythmisch auf und ab bewegen. Aha. Okay. Aber dann haben die jetzt gerade Pause, weil Ja. da bewegt sich ja nichts, oder? Wahrscheinlich wird das hydraulisch da oben gemacht. Also Naja, die sind ja an so Drähten befestigt. Ja. Also ich nehme mal an, dass die irgendwie so ganz langsam zeitgesteuert so ein bisschen rauf und runter fahren. okay. Das ist Ja. Kunst? Ja, du, also Ja. kann man machen, ne? Kann man machen. Ja, und das Besondere hier ist, dass natürlich ganz viel alt auf neu trifft. Also es hat ein bisschen gedauert, bis sie dann angefangen haben, das hier alles quasi einer neuen Verwendung zuzuführen. Und dann ja, hat man aber, das sieht man gleich, natürlich teilweise neue Gebäude gebaut, die sich dann in die alten einfügen. Da gehen wir nachher noch mal hin, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal hier rüber guckt, da hinten, da ist noch, da sind 3 Gebäude. In der Mitte ein alter Speicher und außen haben sie dann jeweils neue Gebäude dran gesetzt. Ne? Und es ist Büro? Ja, ne? Also was das genau ist, kann ich dir nicht sagen. Ich nehme aber mal an, dass das meiste Büro ist. Ich glaube, wenn man jetzt hier auf die Schleuseninsel, also quasi hier hinter guckt, da gibt es ganz viele auch Wohnhäuser. Ja. Ne, da sind wir, also müsste man jetzt quasi hier hinter die Hecke gucken.
Und da hinten ist, glaube ich, mehr Wohngebäude. Da gehen wir auch noch mal hin. Wollen wir uns mal diese Holzhafenbrücke angucken? Oh, so. Oh, gibt's doch. Bin ich erstmal voll hier. Oh. Ja, ich sag ja, Streamer, das ist ein gefährlicher Beruf. Ja, absolut. Also, da bist du in das ist Todesgefahr. aber sowas Ich von. meine, eine Verletzung heute reicht doch, oder? Augen auf, wo man hingeht. Augen auf. Jens Peter, 25 Monate. Herzlichen Dank, mein Lieber. Könnte auch Auswirkungen auf deine Fortpflanzung haben. Der Frank-Film hat auch eine Fahne bestellt. 2 Euro, Dankeschön. Und Jens Peter lässt noch mal 2 Euro da und fragt, war hier nicht auch das Hausboot von Günter Gabriel? Ja, ich glaube, das lag hier auch. Ja. Und dann wurde es ja gekauft von Finn Kliman Genau. und Olli Schulz, umgebaut. Ich glaube, Haben die die doch haben mal das, mit Jam-Session gemacht, so, ne? ich glaube, die haben das aber mittlerweile auch verkauft. Ja. Das war ja auch so irre teuer, ne? Ja, ich glaube, generell ist alles, was mit Boot und Restauration zu tun hat, ein Fass ohne Boden. Das stimmt. Mir hat mal ein Bootsbesitzer gesagt, im Leben eines Bootsbesitzers gibt es 2 richtig schöne Tage. Einmal, wenn du das Boot neu bekommst und dann, wenn du es wieder abgibst. Und ich habe da was ganz anderes gedacht. hör mal. Was ist das? Was denn? Sag mal. Was hast du denn gehört? Ja, naja, wenn er so ein Mädchen dafür findet, für sein Schiff, ne? Ja, ne? Also, mit dem man den immer so rausschippern kann. So, Wäre ja auch mal schön, ne? oder? Also So Hafenromantik und so. Hier ist die alte Holzhafenbrücke, die ist jetzt gesperrt. Aber vielleicht kann man da ja mal einmal über den Zaun luschern. Guck mal, das Schiff ist Hier auch stehen halt auch noch sehr, sehr viele alte Gebäude. Also eigentlich hier rund um den Hafen. Ne? Also viel so Verlassenes, teilweise so in Richtung Lost Place. Du, wollen wir das auch mal machen? Meinst du da einmal rein? Ja, ich mag das. Ah, Aber das ist so Abenteuer. Wo willst du hin? Lost Place. Einmal so ein verlassenes Ding mal erkunden. Herrlich. Lieben wir. meistens ist das ja nicht so ganz legal. Ja, das weiß ja dann keiner. So, hier ist, das ist die Wir machen das in Kognito. Holzhafen-Klappbrücke. Ist das diese ganz alte Brücke, die von 1897? Ist das die? Also die ist mit Sicherheit alt. Von wann genau kann ich dir nicht sagen. Oder meinst du die alte Harburger Elbbrücke? ich glaube die. Die ist ja ein bisschen woanders. Okay. Aber ich meine, da war auch immer jemand im Häuschen. Das war ein richtiger Job, du. Ja. Ein richtiger Job, wie mein Vater immer sagen würde. Also der Hafen, hier war richtig Action. Ne? Also es war zu seinen Hochzeiten, war hier richtig viel Umschlag. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber hatte halt dann das Problem, dass er nicht mitwachsen konnte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über die Lotsekai-Brücke und schauen mal, ob wir die älteste Imbissbude Hamburgs finden. Finden wir. Ich habe nämlich immer Hunger. Vielleicht gibt es ja noch Pommes oder so. Pommes frites. Meinst du, Ares, kriegst du jetzt noch was? moin, 5,99. Ares hat auch eine Flagge bestellt. Liebe Grüße. Und Eva ist da mit 20 Schweizer Franken. Ein Trostpflaster für die Wange. Herzlichen Dank. Ja, ist halb so schlimm, halb so wild. Aber der Hautarzt sagte, wir müssen da mal was wegmachen. Indianer kennt ja keinen Schmerz. Ja, Aber er hat nicht gesagt, das ist das halbe Gesicht entfernt. es kann nur besser werden. Meinst du? Ja. Aber guck mal, die Elisabeth da drüben, da kann man auch oben drauf ein bisschen chillen, ne? Ist das Ja. was Öffentliches? Ja, also das hatten wir beim letzten Mal auch geguckt. Also es ist Wir können ja jetzt mal schon- rübergehen. Genau, Ja. wir gucken da mal. Aber ich glaube, es ist schon alles so dicht jetzt. Ne? Also ich denke mal, hier ist eher so vormittags bis nachmittags so ordentlich, so gastromäßig was los. Aber es ist hier auch alles so ein bisschen im Werden. Ne? Ja, das ist echt Umwandlung hier. Also Ja. hier wird gebaut. Alt und neu zusammen. Schon interessant.
Ich habe auch ein bisschen im Netz recherchiert, aber es ist, also so wahnsinnig viel habe ich gar nicht gefunden über den Harburger Hafen. Also klar, so ein bisschen das typische Geschichtliche halt, diese Sache, dass es halt ein Dockhafen ist. Aber es ist dann doch nicht so einfach, zu jedem Schiff oder zu jedem Gebäude etwas zu finden. Ja, aber dafür zeigen wir ja auch ganz viel, ne? Einfach mal ein bisschen Impressionen sammeln. Guck mal mit der Sonne. Aber Ne? guck mal hier, Ist ein bisschen hübsch. na, mit der Sonne, schöne lange Schatten haben wir. Ja. Da hat man richtig lange Beine mal einmal. Oh ja, die Beine von Dolores. Herrlich. Ja. Guck mal, da vorne ist die älteste Imbissbude Hamburgs. Und hat natürlich geschlossen. Super. Ist auch kein Imbiss mehr, ist eine alte Trinkhalle. So ein bisschen, Guck mal, hier hast du noch mal eine Sicht auf das Deck. ah ja, hier, das, Aber Musik wird gespielt irgendwo. irgendwo ist ein bisschen Musik, aber das scheint zu sein hier. Da ist auch eine Kette vor. Ja. Also diese Trinkhalle ist so ein bisschen angelehnt an die Kaffeeklappen im Hamburger Hafen und wurde früher halt natürlich von den ganzen, Also hier, warte mal. was Da, denn? da sieht man das ja noch mal so ein bisschen von diesem Café da, von diesem Kaffeeschiff. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt in Betrieb ist. Also es sieht mir hier nicht so aus. Das ist alles so ein bisschen provisorisch, so mit Holzplanken und so Vielleicht hat sich weiter. das ja jemand für sich selbst gemacht. Ja, wenn da die deutsche Berufsgenossenschaft kommt, dann Dann wird's übel. es gibt gleich eine Abmahnung. Also wir sind bei der Trinkhalle und hier haben sich dann halt die Werftarbeiter oder auch die Hafenarbeiter getroffen. Gab es ein Bierchen, Pferdewurst. Oh nee. Aber das ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? Hör mal. Das ist schon ein paar Tage her. Sollte auch abgerissen werden. Und dann hat aber jemand Unsere Freunde. die gekauft. Ich glaube sogar irgendwie nur für 1 Euro oder so. So, und jetzt So, kommt endlich mal Schwester deine Hansen. erwartete Kontrolle. Jetzt, Ich habe leider kein Wir sind Perso zu mit. dritt. Ja, schön. Hast du überhaupt ein Perso? ja, wurde dann für 1 Euro, glaube ich, gekauft und ist jetzt, wie nennt sich das? Kulturimbiss, Ach glaube ich. was. Ja, und Deutsches Kulturgut. da sind immer so, ja, so Mini-Ausstellungen drin und ich glaube, die nennen das irgendwie so Kulturcornern oder Artcornern. Das heißt, Künstler treffen sich hier. Also es ist ja hier quasi so eine Ecke. Was sieht man? Geh mal etwas zurück. Stimmt. Hier sind so Postkarten und so Aquarelle. Guck mal, hier ist noch so eine ganz alte Postkarte. Ich weiß nicht, ob du das da durchfilmen kannst. Ein ganz altes Bild, wie das früher aussah. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das erkennen. immer Das riecht, Ja, aber doch so ein bisschen. das guck riecht mal. auch Guck mal, alt so ein hier. bisschen, na, ich krieg's leider nicht scharf. Aber so sah das hier früher aus. Ich meine, stell dir mal vor, wir machen hier so einen Shop draus. Hafen Hamburg Live. Shop. Shop. Hamburg Hafen, nicht Hafen Hamburg. Hamburg. Ja, hat auch einen Denkmalpreis gewonnen. Ach, guck mal, hier steht's. Kulturkiosk Blomstraße. Trinkhalle seit 1876, so wurde der Kiosk jahrzehntelang genannt, zählt zu den ältesten seiner Art in Hamburg. War ideal an der direkten Verbindung zwischen der Harburger Innenstadt und dem Anlegeplatz für Dampfschiffe. Für Hafen- und Industriearbeiter wurde sie zu einer beliebten Versorgungseinrichtung. Versorgungseinrichtung. Ja, Also wenn wir mal ein Restaurant aufmachen, Ja, dann nennen wir das. das Versorgungseinrichtung, finde ich super. oder? Guck. Und die Hareiko-Werbung steht wahrscheinlich auch unter Denkmalschutz. Und was ich eben auch gesehen habe, hier vorne gibt es einen Kunstautomaten. Kunst. Oh, das habe ich schon mal gemacht irgendwo. Ich weiß nur nicht ganz genau wo. Das ist ziemlich cool. Haben wir Geld? Haben wir Geld? Haben wir Geld? Packungspreis 4 Euro. Ja, ja, da ist dann irgendwie So. ganz coole Sachen drin. Ne? Guck mal, da gibt es ein Kunsttattoo, Brauchen wir. Küste und Meer, Kunst, Frag mal regionale den Chat, Kunst, was sollen wir tierisch ziehen? gut. Ja, hast du überhaupt Geld mit? Das ist die Ja, Frage. ich habe Du musst Geld. 4 Euro in Kleingeld dabei Ja, haben. haben wir, bestimmt. Ich habe Kleingeld.
Chat, was sollen wir machen? Kunsttattoo, Künste und mehr, Guck doch erstmal, ob du überhaupt Geld hast. tierisch gut, Überraschungskunst. Andreas aus OWL lässt 5 € da. Flagge und Kaffee bestellt. Flagge darf dann Anfang Oktober mit der Mein Schiff 7 nach Kopenhagen und Oslo reisen. Ja, schick mal ein Foto. Ja, sehr cool. Herzlichen Dank. Ich Und hab hier Manuela schon 2. Wassmann lässt auch 2 € da. Hat auch eine Flagge bestellt. Mensch, danke, danke. Küste und Meer, Tattoo. Ich hab nichts. 4. Ich hab Geld! Oh, ich So, hab was sollen wir Geld! denn? Jetzt müssen wir Also warte ich mal. habe Kunst und Meer und Tattoo gelesen. Die meisten schreiben, ja, das ist Kunst und Meer, das passt doch zu uns. So. das zweite, oder? So, jetzt gucken wir erstmal, ob der Automat funktioniert. Scheint ein alter Zigarettenautomat zu sein, oder? Ja. Kunst und mehr. Guck mal, das sind noch diese alten Ja, Zigarettenautomaten. wie cool. Oh! Oh. Warnung. Oh, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, an die Zigarettenautomaten? ja. Ich glaube 2 Mark oder Ich kann 3 eh nichts D-Mark haben lesen. die dann So. gekostet. Warnung. Diese Kunst kann verwirren, erhellen, aufregen und süchtig machen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie sich selbst und schreiben Sie uns die Antwort. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Innenliegende Kunst ist direkt vom Künstler verpackt worden. Jedes Päckchen enthält ein Unikat. Jetzt gehört es dir. Wie cool ist das? Darf ich das auspacken? Ich, Ja, mag ja warte so mal, gerne ja, Geschenke. ja, Oh, Geschenke. Geschenke. Sag mal gucken, was da so drin ist. So. Aber keine Brille, ne? Willst du meine aufsetzen? Komm Warte her. mal, nee, ich muss ja erst mal gucken. Ach, da muss man das so aufmachen. Okay. Ist gerade die Frage, gibt es auch Kondome? Ja, Kunstkondome sind Ach, das das. hab ich jetzt auch Die sind gehört. von Hand bemalt. Hier, das soll man aufschneiden. Ich habe aber keinen. Ja, soll ich das machen? Ich reiß das jetzt einfach auf, ne? Ja. Und wir haben Jetzt ja, zerstört sie es. ja, das steht zwar, man soll das aufschneiden, aber wir haben ja nichts zum Schneiden mit. Hier ist nochmal die Frage, wo ist der Automat? Das ist hier Kanalplatz, Ecke Blomstraße, glaube ich, heißt das. Da ist so auf 4 € dabei. Das ist ja wieder nur. Ja. Ich habe wieder nur Scheine gehabt. Und du musst sehr viel lesen. Wahrscheinlich ist da noch eine Schnitzeljagd mit drin. Das ist ja wie Weihnachten. So. Wo ist denn jetzt sein Objekt? Ach, guck mal. Was ist das? Auf Pappe geklebt. Das ist das Kunstobjekt hier. Kannst du das sehen? Ja. Ist gemalt, ne? Ja, ist Das ist gemalt. gemalt. So ein gemaltes Ja, Kärtchen. genau. Und was schreibt er dazu? Ja, das muss Tanja jetzt vorlesen. Die hat eine Brille auf. Ja, da musst du aber das Mikro Ja. halten. Oh, ihr mit euren Brillen, Mädels. Von wem ist es, Matt? Matthias Wunderlich, 1976 Wunderlich. in Berlin geboren, 1997 bis 2002 Studium der Bildenden Kunst an der UDK Berlin, Dezember 1997 Aufnahme in die Fachklasse von Georg Baselitz. Bla 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 bla, da ist nur... Aber da steht jetzt zu dem Kunstwerk selber nichts bei. Warte mal, vielleicht hier noch? Also auf jeden Fall, Herr Wunderlich hat dieses Bild gemacht Genau, für uns. von Matthias Wunderlich. Nee, da musst du nur für Instagram und so irgendwas machen. Information. Da ist nur was zum Kunstautomaten. Ich finde ja, das eigentliche Erlebnis ist der Automat, oder? definitiv so. Also- Was kommt raus? Genau. So, jetzt haben wir was. Also, finde ich- Selbstgemaltes. Finde ich eine schöne Aktion. Absolut. Finde ich auch. Und wenn das dann zur Erhaltung von dieser Trinkhalle beiträgt, Machen wir das. finde ich das klasse. Finde ich auch super. Okay. Absolut. Wir packen es ein und werden es eine Auktion starten dafür. Ja, lass dir mal was einfallen. Ja. Aber müssen wir das heute unbedingt machen? Können wir uns ja noch überlegen. So. Ja, das überlegen wir uns. Nee, hallo, hier sind wir. Entschuldigung, Oh, mit Blaulicht. mit Blaulicht. Holen Sie mich. Wir brauchen dich noch für den Stream. Ah, Wir können dich okay. danach bitte mitnehmen, Okay. ne, wenn das geht. Ja, aber ich habe ja Flugzeuge immer höre Hunger. ich auch immer wieder. Gibt es hier auch einen Binnenflughafen? Ja, die fliegen aber hier direkt drüber. Ja. So, jetzt haben die aber einen Einsatz. So, hättest du mitfahren können. Peter Live. Hummel, 2 €. Dankeschön. Hat auch eine Flagge bestellt. Jetzt können wir mal weitergehen. Da hinten kommen wir wieder ans Wasser. Ja. Aber wir können auch da hinten lang gehen wieder. Das war doch viel netter. Wo denn? Nee, wir müssen ja hier um das Gebäude von dem Fraunhofer-Institut. Und dann kommen wir, glaube ich, wieder an. Aber letztes Mal sind wir auch da lang Nein. gegangen. Doch. Naja. Sicher? Ja, also ganz sicher bin ich. Ja. Diskutier nicht mit Aber deiner ganz Frau. ehrlich, viele Diskutier Wege führen ja nicht nach Rom. mit deiner Ne? Frau. Wir sind da ganz entspannt. Ja, diese Trinkhalle haben wir letztes Mal nicht gesehen. Also können wir ja nicht dran Aha. vorbeigegangen sein. Aha. Guck mal, hier ist auch eine Fischhalle. Ja, Ja, da das- sind. Guck mal hier, wir können hier lang gehen wieder. Ich glaube, da Das kann ist die alte Oh, warte Fischhalle. mal, aber die Polizei kommt doch da wieder. Da ist doch irgendwas Ihr seid leicht los. unentschlossen. Oh, drehen. schönes Licht habt ihr hier.
Ja! Guck, da kommen sie. Stellen uns einfach mal nett hin, aber fahren dran vorbei. Also heute auch wieder nichts. Auch nichts. Auch nichts zu machen. Kein Hochzeitskandidat in Sicht. Keine Verhaftung. Schade. Also eine Live-Verhaftung wäre da auch mal nicht schlecht, hör mal. Wir haben heute Abend noch nichts vor. So, was sagt denn der Chat? Also viel können wir heute nicht lesen. Wir müssen ja... Ja, Chat ist ein bisschen schwierig heute. Ab und zu kann ich mal was aufschnappen. Guck mal, wenn man hier rüber guckt, das ist, glaube ich, das Gebäude, was da steht, wo früher das Schloss war. Oh ja, das stimmt. Da. Aber wie gesagt, da ist ja nicht mehr viel vorhanden von diesem Schloss. Nee, also angeblich sollen da irgendwo noch ein paar Mauern sein. Und ich glaube, es existiert noch ein Gewölbe, aber ansonsten ist da nicht so wahnsinnig viel. Nun gut. Das ist ein bisschen in Folie eingepackt hier, das Boot. Ja, damit es frisch bleibt, ne? Ja. So, ja, ach so, ja, hier sind wir sind doch hier rumgegangen. Alles klar. Sag ich doch. Frauen haben halt immer recht. Das haben die Männer nur noch nicht verstanden. Kommt noch. Nächster Schritt der Evolution, würde ich sagen, oder? Das dauert wahrscheinlich nochmal 338.000 egal. Jahre. Ganz egal. Guck mal, hier Irgendwann liegen so wird's passieren. viele tolle alte Schiffe. Also ich glaube, das ist auch für alle, die ein bisschen fotografieren wollen, ist das wirklich Zum sehr Fotografieren schön. ist das doch super hier. Das ist so eine tolle Kulisse. Eine Werkstattschude. Und ja, hier ist die alte Trinkhalle. Da drin befindet sich auch das Büro vom Museumshafenverein. Aber hat nicht so wirklich lange offen anscheinend. Oder vielleicht nur am Wochenende. Aber die machen bestimmt Live-Musik hier. 100 Pro. Das Sieht kann so sein, aus. ja. Das kann sein. Was denn? Live-Musik. Ja, hier war auch irgendwo so ein Schild, wann das geöffnet ist. Ach, guck mal hier, Fischhalle. Ah, guck mal. Ja, da sind die Künstler. Sommerpause haben wir. Was haben wir denn? Guck mal, Donnerstag, 17.07. Das ist morgen. Musikquiz mit Lutz Mühlhaus. Oh ja. Thema Berufe. Da wird dann bestimmt gesungen, das Ja. bisschen Haushalt. Und wer hat es Thema gesungen? Berufe. Genau. Und hier Julia Schilinski und Band singt nämlich auch am 27.09. Habe ich doch gesagt, Live-Musik gibt es hier auch. Das ist bestimmt cool. Also ich finde, hier gibt es einiges zu entdecken. Guck mal, das ist noch so ein ganz alter Container. Guck mal hier, Messboot, ein altes. Oh ja. Sieht auch sehr cool aus. Ich muss mal meine Sonnenbrille einpacken. Die Sonne ist jetzt nicht mehr da. Ja, mal das Mikro. Genau. Und ich nehme mal das Spekuliereisen, dann kann ich mitgucken. Ich finde, das haben sie aber ganz gut gemacht, ne? Dieses neue Gebäude hier vom Fraunhofer Institut und dann hier diese alten Boote. Also ich finde, das wirkt jetzt nicht so fremd. Haben natürlich auch Backsteine verwendet. So. Jetzt kann ich mitgucken. Jetzt Willst du mache ich Mikro? mal. Willst du- Ja, ja, du du nimmst kannst- Mikro und ich gucke mal jetzt auf den Chat und vielleicht sagt ja hier irgendwie jemand. Hat The eine Frage. Christmas, Dankeschön für 2,49. Noch eine Flagge, geht im September mit auf die Mein Schiff 1O nach New York. Wie cool. Sehr cool. Sven schickt Grüße aus St. Peter-Ording. 15 €. Liebe Grüße, Sven. Dankeschön. Und Almut ist auch noch mal mit 2 € Superchat dabei. Ja, hier ist die Frage, ob heute Feiertag ist. Nee, das ist Harburg. Also das ist hier wirklich
ziemlich ausgestorben. Ich schätze mal, am Wochenende ist ein bisschen mehr los. Und tagsüber auch. Hier wird viel gearbeitet, glaube ich, ne? Viel Büro. Halt mal kurz. Also man muss auch dazu sagen, ich war noch nie hier. Das ist auch neu für mich. Ich glaube, das ist für viele Hamburger Also Neuland. ja, absolut. Apropos Neuland. Habe ich mich ja letztens im Stream auch mal wieder in die Nesseln gesetzt. Da ging es ja darum, ob die Hafenfähren alle nach Stadtteilen benannt sind. Und da Ja. fragte jemand, ja, was ist denn mit Neuland? Neuland ist natürlich auch ein Stadtteil Das stimmt. und der grenzt an Harburg. Guck mal. So setzen sich die Puzzleteile immer zusammen, wenn man so Erkundungstouren hier macht. Ich glaube, dieses nächste Schiff, was wir sehen, ist auch ein sehr bekanntes Schiff. Also auf jeden Fall ein Schiff, was viel Geschichte geschrieben hat oder Dramen erlebt hat. Ich weiß gar nicht, wie das Schiff heißt. Es ist auf jeden Fall für Sea gefahren, eine Rettungsorganisation, humanitäre Organisation, war ursprünglich mal ein Fischkutter und wurde für die Seerettung eingesetzt. Ach, guck mal, hier ist eine Tafel. Ja, Das Schiff hat 12.000 Leben gerettet. Einst als Fischkutter Sternhai fuhr sie von 2016 bis 2018 im Mittelmeer als Rettungsschiff von der NGO Sea. Rund 400 Freiwillige bewahrten knapp 12.000 Schiffbrüchige vor dem Ertrinken. Also ich glaube, dieses Schiff kann Geschichten Das erzählen. kann einiges erzählen, in der Tat. Sehr cool. Moin! Ja, liegt jetzt hier als Teil des Museumshafens. Ne? Sieht auch nicht so aus, als ob das noch mal fahren möchte, das Schiff. Aber es sind Menschen drauf. Also es scheinen sich doch noch Menschen um das Schiff zu kümmern. Ja, du kannst auch so eine Tour machen. Also du kannst das irgendwie donnerstags, kannst du da 2 Stunden lang kannst du da hingehen und dann wird dir da alles gezeigt. Ach, dann gibt es So eine Führung. richtige Infos. Ja. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal über den Kanalplatz gehen. Ja. Dann kommen wir nämlich da hinten zur Veritasstraße oder Veritas-Kai. Und dann kommen wir da hinten rum und dann kann man auch einen Blick in Richtung der Jöhnwerft werfen. Diese Brücke hier, die dreht sich, wenn sie geöffnet wird. Die hat halt hier ein Drehgelenk. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an den Stream, wo der Sauger 4 vom Hafenmuseum hier in den Binnenhafen überführt wurde. Das war anlässlich des Harburger Binnenhafenfestes letztes Jahr. Und da sind wir auch hier durch diese Brücke gefahren. Ist übrigens auch einmal im Jahr, ne, dieses Fest. Ja, War auch gerade erst. ja, war genau an dem Wochenende, wo ich in Norwegen war. Genau. Ich glaube, das kann man auch mal machen. Also nicht für einen Stream, aber dass man dann mal herfährt, weil ich glaube, dann ist hier richtig Alarm. Ja, so richtig viel los ist hier abends nicht. Guck mal, da vorne kannst du auch deinen Kompass kalibrieren lassen. Messtechnik. Ja. Messtechnik und Kalibrierdienst. Aber viel Kultur und Kunst hier, ne? Kulturwerkstatt. Ich glaube, die haben sich das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, hier etwas für Kunst und Kultur zu tun.
Ich weiß gar nicht, da muss ich jetzt auch mal den Chat fragen. Dieses Gebäude hier mit diesen Zylindern, weiß jemand, was das ist? Gehört das vielleicht zur Universität Harburg? Hier irgendwo ist ja auch die Technische Universität. Die muss irgendwo da vorne auf dem Gelände sein. Mal auf den Chat achten. Irgendjemand weiß das bestimmt genau, was das Gebäude da macht. Ralf, 21 Monate, danke bin ich wieder. schön. Super Stream heute. Sensationell, ja. Und Hansi schickt auch noch mal 2,49. Danke. Michael ist seit 6 Monaten dabei und schreibt: Bild aus dem Automaten unbedingt aufheben. Seine Bilder liegen bei Singular zwischen 1.000 und 6.000 Euro. Jackpot! Ich würde mal sagen, da gibt es wieder was für die Simons-Mission, ne? Boah, aber das ist ja auf Dicker. Pappe geklebt. Ist doch egal. Das Nein, ist- das rahme ich mir jetzt ein. Ich habe noch Darum- einen ganz kleinen Rahmen. Darum geht es bei Kunst nicht. Ist egal, das kommt bei mir. Kunst Das passiert kommt Siemens auf einer Mission, Metaebene. Nein, erstmal kommt es zu mir. Das abgebildete Gebäude ist das Silo in Hamburg. Es handelt sich um ein ehemaliges Getreidesilo, das zu einem Wohngebäude umgebaut wurde. Das Gebäude ist bekannt gar für nicht so seine doof. einzigartige Architektur, ja, das sieht man, die den ursprünglichen Silo-Charakter bewahrt. Es befindet sich in der Hafen City. Wir sind aber nicht in der Hafen City. Vielleicht in der Harburger Hafen City. Oder gibt es Harburger Hafen City? Habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, das Okay, war aber früher mal ein alter Silo umgebaut, passt. Ja, passt. Hafen City Definitiv. müssen wir noch mal durch Harburg ersetzen. Aber kannte jetzt jemand diesen Künstler, den wir da rausgezogen haben aus dem Ja, das Zigarettenautomat? hatte doch jemand geschrieben. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Bild auf Pappe... Nein, das müssen wir erstmal genau eruieren. Hören Sie Du mal. hast keinen Sinn für Kunst, Schwester Hansen. Doch, das habe ich. Guck mal, hier sieht man auch schon so ein bisschen die Jös-Werft da hinten. Kann man gleich noch ein bisschen einen besseren Blick drauf werfen. Aber guck mal, ich habe Captain Iglo gesehen da hinten an der Ecke. Da ganz hinten, da hinten. Beim Silo da unten, da steht er. An der Captain Iglo. Captain Iglo, da an der Ecke. Kannst du ihn sehen? Ein Silo. Ja, vor dem weißen Gebäude. Ach, da oben. Da unten. Da, wo die Bäume sind. Ja, wo die Bäume sind. Da steht er, der Halunkenheini. Nee, ich sehe nichts. Nee? Du hast schon eine Brille auf. Captain Iglu? Ja. Guck mal, da vorne, da siehst du doch die Bäume. Und Auf daneben. da oben auf der Terrasse. Da sagt er, moin Porti. Was geht ab? Brauchst du mal ein Ich Fischstäbchen? sehe gar nichts. Ehrlich jetzt nicht? Komm, wir gehen mal über die Straße. Wo? Ich gucke wahrscheinlich in die falsche Entfernung, falsche Richtung. Wir gehen mal rüber. Wir gehen mal rüber. Also jetzt wollen wir Captain Iglo auch mal sehen, ne? Ja. Ich sehe gar nichts. Ehrlich, immer noch nicht? Das ist die Narkose, die wirkt noch. Oder meinst du den Bagger hier? Nein, da hinten. Ach da, jo, Ja. jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Sagt moin Porti. Okay, komm, ich probiere ihn mal hier mit dem Monster-Zoom. Ja. Da steht er. Da hinten. Auf dem Balkon. Also ihr habt aber auch Augen, Mann. Ja, deswegen bist du ja auch mit uns unterwegs, hör mal. Unfassbar. Ja. Ohne Brille hast du das jetzt gesehen? Ohne Brille. In der Ferne kann ich super gucken. Das mit dem Lichten ist immer so ein bisschen schwierig. Guck mal, hier ist auch noch so ein altes Bild. Wie das hier vor. Guck, das ist das Silo, was wir da sehen. Stimmt, da ist das alte Silo. Ja. Ach, das ist ja ein tolles Bild. Westlicher Bahnhofskanal im Jahre 1955. Cool, ne? Über diese Brücke gehen wir jetzt und gucken dann mal in den Kanal. Oh, stell dir mal vor, du hast so ein Tretboot und fährst mal hier so lang. Wie herrlich, hören Sie mal. Ich finde ja auch das Weiße Haus so süß. Stell Ja, dir mal vor, du das wohnst da Kleine. mit deinem eigenen Anleger. Ja. Guck mal, da unten hast du schon deine Bank. Du meinst das, was da mittendrin ist? Ja, das Kleine. Das da. Ja. Und da unten, ja, die Bank. Oh, ich sehe den Grill schon vor mir. Ja. Genau. Guck mal, und hier ist Büro Veritas.
Wisst ihr, was Büro Veritas ist? Also vom Namen sagt mir das, aber du wirst es uns das sicherlich sagen. Die Straße heißt auch irgendwie Veritas Straße oder Veritas Kai. Achso, da ist ein Besitzer. Büro Veritas ist eine der großen Klassifizierungsgesellschaften für Schiffe. Vereinfacht gesagt ist das der Schiffstüv. Also die nehmen Schiffe ab, sage ich mal. Wie für Kfz sozusagen. Genau, hier das für Ganze Schiffe. ist mit diesen Klassifizierungsgesellschaften ist das damals entstanden, als Schiffe versichert werden mussten. Ah, okay. Und die Versicherungen, die hatten halt keinen Anhaltspunkt, wie hoch die Versicherungsprämie ist. Und dann wurde eine externe Firma beauftragt, die hat dann quasi gesagt, in welchem Zustand das Schiff ist. Und anhand dieses Zustandes wurde dann festgelegt, wie hoch die Versicherungsprämie ist. So ist das ungefähr entstanden. Also du kannst ja nicht nur deinen Kompass kalibrieren lassen, sondern auch dein Schiff abnehmen. Und hier gibt es So auch sogar was zu ungefähr, essen. So ungefähr. Wollen wir rüber auf die andere Seite? Ja. Und wir hatten ja mal vor einigen Monaten das Thema Freibordmarke oder auch Plimsoll-Marke. An den Schiffen sind ja immer seitlich so Freibordmarken. Ich würde doch mal kurz verschwinden. Geht ihr schon langsam weiter? Ja. Okay, wir verschwinden mal. Ja, also da sind an den Schiffen seitlich sind ja sogenannte Freibordmarken. Das ist meistens so ein Kreis mit einem Strich und da sind dann ein paar mehr Marker. Und das ist im Prinzip dann die Marke, bis wohin das Schiff eintauchen darf, beziehungsweise man darf es so stark beladen, bis es genau diesen Pegel erreicht hat. Hier ist ein Bäcker, Ja, schade, dass er nicht nichts aufhat. Besonderes, außer dieser Bäcker hat eine Terrasse am Wasser. Ach was, komm. Also wenn wir da hinten durchgehen. Ja. Also wenn ihr dann mal hier seid und Mittagstisch gibt's auch hier. dann frühstücken wollt mit toller Aussicht, Oh ja. Du, aber das ist ja ein bisschen muckelig, du. Mit Strandkörbchen. ich glaube, hier kann man seitlich. Also ich würde sagen, gibt schlimmere Orte zum Frühstücken. Absolut, oder? Oh. Also hier beim Bäcker sitzen. Wow, Das ist ein bisschen cool. finde ich richtig schön. Richtig idyllisch. Und das Backhus mag ich ja eh ganz gerne. Die machen ganz leckere Brötchen. Jetzt hör auf, vom Essen zu reden, bitte. Ja, ich habe auch schon wieder Hunger. Ehrlich? Aber ich will ja ein bisschen abnehmen. Habe ich mir ganz fest vorgenommen. Ja, aber wenn du 100 Gramm im Monat verlierst, ist das schon mal super, oder? Also ich kann ganz zuverlässig jeden Monat 100 Gramm zunehmen. Ja, wir wollen ja abnehmen. Ja. Papa Tom, 2 Monate auf Twitch mit dem Prime Sub, Dankeschön. Und Marmark, 3 Monate. Guck mal hier, diese Mülltonnen. Ja, die werden ja aus dem Das dem ist- Boden gehoben, ne? Ja. Das ist ja die Wo Next kennt man das denn? Generation. Also auch in Porto war das auch, als wir in Porto waren. Und in Porto hatten wir so ein Airbnb und unten waren solche Mülltonnen. Und irgendwann nachts kommen ja LKWs und ja, heben dann quasi hier, irgendwie heben die das hier an. Ja, ja, und dann kommt, Ja. unten ist die Tonne drin. Und das macht richtig Krach. Das macht richtig Krach, wenn du da schläfst. Ja. Ja, genau. 100 Gramm wurden mir heute schon rausgeschnitten. Sven, ich danke dir. Oh, Sven haut 50 € raus für den netten Abend. Sven, danke schön. Svenny, wir sagen mal liebe Grüße nach SPO, ne? Jo. Und Nilsi, 2 € für ein Hausboot im Binnenhafen. Ja, hier liegen Ja. eine ganze Menge Hausboote. Ich denke, wir sehen auch gleich noch einige. Komm, wir gehen schon mal weiter. Kann ja keiner laufen. Aber wir müssen jetzt einmal hier ein Stückchen. Ums Eck. Ja, also hier ist jetzt quasi so Brachland nur. Da müssen wir einmal vorbei. Und da hinten ist die Jös-Werft, heißt sie, glaube ich. Jöhs. War, glaube ich,
hatte, glaube ich, zu Kriegszeiten ihre Hochzeit und ist dann, glaube ich, 2006 insolvent gegangen. Dann hat der Rudolf Sommerfeld die gekauft. Und Rudolf Sommerfeld, dem gehört, beziehungsweise gehörte unter anderem auch das Binnenschiff Kontor Sommerfeld. Jetzt haust aber hier einen richtig raus, ne? Und das war halt damals eine ganz gute Synergie, weil die dann ihre eigenen Binnenschiffe, die haben so, ich weiß nicht, wie viele Schiffe die haben, 15, 20 Schiffe oder so. Und die haben sie dann hier halt selber auch gewartet. Allerdings mittlerweile heißt das Binnenschiff Kontor Elbe, wurde verkauft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Besitzverhältnisse bei der Werft sind. Ob die Werft jetzt noch von der Familie Sommerfeld betrieben wird. Ich glaube, wir können gleich auch besser drauf gucken. Wir müssen halt einmal hier ums Eck. Also die Jönk, nicht Jöns, Jönk, genau. Also die Werft ist noch in Betrieb. Da wird noch gearbeitet. Und guck mal, hier wird sogar geangelt. Also würdest du einen Fisch aus der Elbe essen? Hör mal. Also hier wird so viel geangelt. Ich glaube, das kann man machen. Okay. Ich glaube, das kann man machen, finde ich super. Was in Harburg damals auch sehr stark war, war so Gummi- und Kautschukindustrie. Und das Gebäude, was wir hier hinter der Brücke sehen, das ist eine alte Gummi- und Kautschukfabrik. Ist auch so ein Oh, wie heißt die? Irgendwas mit New York. Irgendwas mit New York ist da im Namen drin. Chat, helft mir bitte. Ist auf jeden Fall eine ganz alte Gummi- und Kautschukfabrik. Und ich glaube, dass sogar Teile von den Gebäuden unter Denkmalschutz stehen. Und die deshalb gerade natürlich das Problem haben, dass sie es nicht einfach platt machen können. Hamburg, New Yorker, genau. Hamburg, New Yorker Gummiwarenkontor oder so ähnlich hießen die, ne? Also reingehen können wir nicht, aber es spricht doch nichts dagegen, mal die Kamera durch so ein Fenster zu halten, oder? Da wird nichts sein, hör mal. Ja, aber wenn wir es nicht machen, werden wir es nicht feststellen. Oder? Ja, du kannst ja die Kamera hochhalten, weil... Ja, ist ich schon ein würde die bisschen einfach mal höher. da oben durch so ein Fenster halten. Ja, mach doch mal. Wir wollen die... Tanja ist wieder da. Wir wollen die Kamera einmal durch so ein Fenster halten. Also hier ist auch noch mal die Info, dass die Werft immer noch dem Rudolf Sommerfeld gehört. Also New York Hamburger Gummiwarenkompanie. Hier ist gerade grün. Ja, schönes Gelände für Arbeitsmedizin hier, ne? So ein bisschen... Ja, kann man machen. Welches Gebäude muss ich denn hier gehen? In eins, wo das Fenster kaputt ist. Ja, super. Und ich glaube, dieser Lost Place ist auch relativ beliebt. Ich meine, da ist sogar noch Anfang des Jahres jemand verunglückt. Ups. Ehrlich jetzt? Ja. Ich meine, da was gelesen zu haben. Details kann ich euch jetzt nicht sagen. Mal gucken, ob wir hier irgendetwas sehen können. Ja, natürlich Graffitis. Ey, schon cool, so ein Lost Place, oder? Ja, ich mag das. Ich liebe das. Willst du mal rein? Nee, hier nicht. Ah, ist ja forbidden. Hidden and forbidden. Aber was sagst du noch immer? Um Verzeihung zu bitten ist einfacher als um Erlaubnis, ne? Das stimmt. Aber nicht mit 1000 Zuschauern im Schlepptau. Aber dann kommt die Polizei, das wollten wir doch so gerne. So, Anja möchte, dass die Polizei hier... Okay. Okay, ja, ruft mal die Polizei. Hier sind zwei Frauen in Bomberjacke, die in die alte Fabrik einsteigen. Wir wollten mal ein bisschen Feuer machen, wir haben es ist so kalt. Dann kommt
kommst du aber wirklich gleich hinter schwedische Gardinen, würde ich sagen. Ich muss jetzt noch mal Chat fragen. Könnt Ja, ihr aber mir mal erstmal helfen? grün. Ist das tatsächlich so, dass die Gebäude unter Denkmalschutz stehen und deshalb nicht abgerissen werden können? Oder was ist da das Problem? Ich meine, da wäre was mit Denkmalschutz. Guck mal hier, ein 5-jähriger Junge ist 11 Meter in die Tiefe. Nee, ein 11-jähriger Junge ist 5 Meter in die Tiefe gestürzt. Oha. Oh, 5 Meter ist eine ganz... Falsch. Da geht die Treppe runter. Hier sind wir hinterm Zaun. Also das Licht kann aber auch schon wieder ein bisschen was. Hier können wir jetzt noch so ein Stückchen unten am Wasser entlang gehen und Also dann ich kann man finde- noch mal auf die Werft gucken und da hinten liegen auch ein paar Hausboote. Also ich finde es schon ganz lauschig hier. Ich glaube, leider kann man hier jetzt nicht eine große Runde drehen, weil da hinten ist ja die Schleuse. Ich weiß Ist das nicht. eigentlich die Schleuse, die wir von der anderen Seite gesehen Ja. haben, als wir dann nochmal mit dem Auto lang gefahren sind? Das ist die, ich kann mal drauf zoomen. Moment. Da, das ist die Schleuse, Einfahrt in den Binnenhafen. Ja, hier haben wir wieder beste Industrieromantik mit der Werft. Hast du denn für die Girls auch was zu trinken mit? Nein, Ich habe noch eine Kiezmische im Rucksack. Das könnte ich dir anbieten. Ja, Aber nicht, dass du ihn aus den Latschen kippst, ne? Ach, was? Willst du? Gleich. Du glaubst doch nicht, dass Patrick was für uns zu trinken einpackt. Hast du das schon mal erlebt? Der ist schwer verwundet. Na, das hat doch damit nichts zu tun. Ja, nee, da kann er nicht dran denken. Das geht nicht, wenn man schwer verwundet ist. Meinst du, die Wunde geht bis ins Gehirn? Oder wie? Nein, er wartet ja, dass wir ihm was mitbringen. ja, man kommt leider da hinten nicht weiter. Schön wäre es natürlich, wenn man jetzt hier eine Runde drehen könnte bis zur Schleuse. Aber wir müssen gleich leider dann wieder den Rückweg antreten. Aber das hier wollten wir auf jeden Fall einmal zeigen. Weil ich finde, das ist vom Bild halt einfach auch sehr schön. Gerade hier auf der linken Seite mit den Speichergebäuden. Und hier hat sich also wirklich einiges getan. Die Wohnung, die links gebaut werden, ist auch ganz schön. Ne? Das hatten wir auch letztes Mal angeguckt. Also es ist noch nicht fertig, aber ich meine da so mit Blick aufs Wasser. Ja, es entsteht natürlich jetzt noch viel hier, denke ich. Ne? Ich sag mal, das ist wie eine Hafen City. Es ist im Umbruch. Ja. Wir müssen noch mal gucken, hier fährt auch ein Bus. Ich glaube, das ist wirklich Ja. gar nicht weit zum Harburger. Ich will Bahnhof. Noch, ja, ich weiß, dass hier die Strahlentherapie ist. Also ich meine, das ist ein bisschen medizinisches gerade. Aber Ist da es vorne. Ja, Hast du ganz das gesehen? Genau. Ja. Harburger Strahlenschutz. Das ist also auch mal nicht schlecht zu wissen. Guck mal, hier liegt auch einiges an Schiffen. Eigenen Kran haben sie auch und das ist alles noch in Betrieb, soweit ich weiß. Ja, Titus fragt, ob es genauso teuer ist hier in Ich Harburg. denke Also, schon. Ich denke auch. Also das Vielleicht nicht ganz so extrem wie aber Blankenese ein Schnapper und wird das Hafen nicht. Ein Schnapper wird es nicht. Aber ich glaube, das ist hier ganz genauso wie in allen anderen Stadtteilen in Hamburg. Es kommt auch immer darauf an, wo du bist. Also Harburg ist ja auch nicht gleich Harburg. Das stimmt, da Ja? hast du jetzt auch wieder recht. Ich denke mal, es gibt solche Viertel. Ich meine, wenn du hier so einen schicken Neubau mit Blick aufs Wasser, hast du natürlich andere Preise, als wenn du irgendwo wohnst, ne? Wo es halt nicht so schick ist. Ist in Hamburg überall so. Ja. Und da hinten liegen halt einige Hausboote. Wenn man da mal rüber guckt. Finde ich auch wirklich sehr idyllisch. Im Hintergrund da wieder das Gebäude, wo früher das alte Schloss stand. Können wir mal gucken, wie das so früher aussah mit dem Schloss? Du bist ja auch gerne mal Burgfräulein gewesen, ne?
für einen Abendspaziergang tolle Ecke, würde Finde ich sagen, oder? Also, Richtig tolle Ecke. Absolut. naja, es zeigt auch halt mal so ein bisschen was anderes, was man vielleicht noch in Hamburg machen kann. Wer vielleicht zuschaut, mal nach Hamburg kommen möchte und sich das hier angucken möchte, das ist doch ein super Tipp. Guck mal, Andreas haut 2,49 für ein Glas Pornobrause für die Mädels raus. Das ist aber lieb. Vielen Dank. Dankeschön. Pirata Bernie, 2 Euro für Wegzehrung, hat auch eine Flagge bestellt. Hey, danke. Dankeschön. Versuchen wir auch alle in den nächsten Tagen rauszuschicken. Also so impulsant war das Schloss aber nicht, ne? Wenn du das mal bei Wikipedia aufmachst. So richtig Schloss? Ist nicht so ein König Ludwig Nee, Schloss. nein, definitiv Nein. Sag mal, du hast doch noch Urlaub, ne? Ich frage mal für eine Freundin, weil du kannst doch schön Fahren mit einpacken, ne? Ja, das könnte ich. Wollen wir gleich eigentlich wieder zurückgehen, weil da kommen wir nicht weiter. Ja, können wir machen. Wolltest du übers Wasser laufen wie Jesus? Nee, wir müssen leider den gleichen Weg zurückgehen. Das ist so ein bisschen langweilig Ist ja jetzt. kein Problem, da gibt es auch was zu essen, habe ich gesehen. Malte ist da, auch schon seit 16 Monaten bei unserem Kanal. Moin. Malte, moin mein Lieber. Moin. Hat heute auch schon schön gestreamt. Ja, Sehr heute Morgen. schön. Ich war ganz kurz dabei. Auf dem Kreuzfahrer heute Morgen. Ja, ne? ich war ja, ganz der hat die kurz. fette Suite gehabt. Ach, guck mal, ganz alone. Durfte er da nächtigen? Felix dieser ist seit 8 Monaten auf Twitch. Danke dir, Felix. Michael, 5 Euro für Schwester Hansen, damit sie satt wird. Vielen Dank. Wenn das mal Und reicht, um dich satt zu Kachpit ist kriegen. auch seit 3 Monaten dabei. Sagt auch Flagge bestellt. Wow. Geht auf die Atania. Mensch, schickt uns bitte Fotos. Ja, wie cool. Und unser Nahverkehrsbeauftragter Nilsi schickt auch 5 Euro und schreibt, hier müsste meines Wissens die Linie 154 lang fahren. Ja, wir gucken gleich nochmal. Ja. Wir gehen dann nochmal vorbei, wo der Bus hält. Ja, wir gehen da gleich vorbei. Also es sind, glaube ich, mehrere Linien, die hier so ein bisschen fahren. Andreas, den Link zu der Flagge findest du bei YouTube direkt unter dem Stream. Und sonst einfach www.hamburghafenlive.de. Ja, und Bausi aus Berlin sagt es nämlich. Also der kommt ja aus Berlin und will bestimmt mal irgendwann nach Hamburg. Und deswegen machen wir ja diesen Walk, um euch mal zu zeigen, dass es auch noch andere schöne Ecken gibt. Es gibt noch so viele schöne Ecken in Ja. Hamburg. Wir haben ja auch schon teilweise wirklich uns Sachen angeguckt. Das Problem ist auch immer, da sind halt einfach zu viele Menschen teilweise. Ne? Also kannst du halt nicht so einfach mit der Kamera rumlaufen, was ja natürlich verständlich ist. Ja. Ne? Möchte halt nicht jeder. Aber es ist so schade. So das Karolinenviertel in Hamburg finde ich ja so toll. Also da, wo der Bunker ist, ein bisschen Schanzenviertel. So tolle Sachen noch, die man zeigen kann. Aber Es sind viele Menschen dort. ja. Und hier kann man sich ein bisschen austoben. Es hat hier ein bisschen was Maritimes. Kann hier auch so noch ein bisschen erkunden. Hier gibt es mit Sicherheit auch noch viel, viel mehr zu sehen. Also es ist ja nur ein Bruchteil, was wir jetzt hier uns angucken. Und Was klappert da so, fragt jemand. Warte mal, vielleicht mein Mikro hier an der... Ich stecke das mal auf die andere Seite. Und wenn man hier in dieses Gebiet reinfährt, das ist wirklich alles so Industrie. Das ist total interessant, auch so zum Angucken. Ne? Wo wir vorhin lang gefahren sind, das war doch super. Ja, das ist so unwirklich, weil, Ja. wie gesagt, wenn du auf dieser Seite noch nicht warst, ist es ja auch für dich alles ganz neu. Also, Ich meine, wir waren doch so zusammen in New York. Wenn du dir jetzt so die Gebäude, findest du nicht? Ich finde, hier sieht das so ein bisschen aus wie in New York. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich hätte so ein, es ist ein bisschen niedrig, das weiß Gebäude, ich aber nicht. sonst. Ja, aber so, ne, weißt du, wo wir da auch immer am Hafen waren? Weißt du das noch? Hast du das gesehen? Hamburg, deine Das Perle. ist wieder Kunst. Integrierte Stadtteilentwicklung. Das sollen wahrscheinlich die Stadtteile dann sein hier, ne? Mit Fischi und Herzi und hast nicht gesehen. Okay. Und noch mehr Herzi. Herzi mögen wir ja, ne? Absolut. Jo, sehr abstrakt. Ja. Ja. So, ist das Klackern jetzt weg? Frage ich mal in die Runde. Hier soll ein Dampfschiff liegen. Die wollten mal. Die Frage ist wo? Ja, die Frage ist Die Frage ist wo? Also die Frage, die ich mir stelle, warum ist ja so ein riesen Reisebüro? Muss ja irgendwie die Nachfrage etwas größer sein. Auch so eine Autovermietung. Dann war das Klackern mein Reißverschluss an der Jacke. Das Klackern ist jetzt weg. Ja, war ich.
Aber guck mal, wenn du so links noch mal rüber, guck mal, da entsteht ja sowas wirklich Da wird Neues. sehr viel Ne? gebaut gerade. Und ich meine, stell dir mal vor, du wohnst da und hast du direkt einen Blick aufs Wasser? Mit Beach davor. Herrlich. Das können die ja nicht so lassen mit dem Sand, ne? Ein paar Palmen drauf. Kann ich mir gut vorstellen. Liegestuhl? Können wir schön Boccia spielen. Oh, sag mal. Malte möchte wissen, wo das in Hamburg ist. Das ist Harburg, Harburger Binnenhafen, Malte. Guck mal, gleich kommen wir noch mal an der Bushaltestelle vorbei. Gibt auf jeden Fall einige Möwen hier. Hier ist auch wirklich ein großes Parkhaus, ne? Also, es Also muss hier muss ja, tagsüber muss hier echt was los sein. Ja. Guck mal, hier gibt es noch eine Bäckerei. Und guck mal, hier ist sogar Lufthansa City Center, das sag ich doch, Avis, Autovermietung. Autovermietung. Ne? Weil ich meine, Autovermietung ist ja eigentlich immer da, wo auch Hotels sind und so. Vielleicht ist natürlich hier auch noch irgendwas in der Nähe. Also die haben wahrscheinlich noch viel vor mit dem Ja. Stadtteil. Großes Parkhaus. Ja. Genau. Harburg ist quasi wie kurz vor Bayern. Vor den Hamburger Türen, ja. Kurz Also vor es ist, Italien. Kurz es vor ist Italien. südlich der Elbe. Ja. Also ist es quasi fast schon. Aber guck mal, wenn du hier so die Norditalien. Straße reinguckst, da ist ja schon so auch sehr viel Wohnraum, ne? Also, aber ich meine, wohnen tut man hier doch wirklich nicht Ich schlecht. glaube, wenn du hier durchgehst, kommst du da hinten auch irgendwo zum Bahnhof. Ja, ja, der Bahnhof soll nicht weit von hier Ja. sein. Wir gucken gleich mal, wie viele Stationen das sind. Guckt, also ich sehe schon 2 Verbindungen. Aber guck mal hier, ein großes Parkhaus, 24 Stunden geöffnet. Also habt ihr auch die Terrasse von der Bäckerei gezeigt? Ja. Oder? Sehr gut. Habt ihr da letztes Mal Kaffee getrunken? Nee, wir sind da rumgestreut. Es war ja alles schon zu. Ach so. Aber da stand so ein Schild, hinten Terrasse. Und dann sind wir da hinten rumgegangen und haben uns das angeguckt. Wir müssen das ja empfehlen können, wenn man hierher fährt und schön Kaffee trinken kann mit Blick auf die Elbe, auf den Hafen. Also hier werden 3. Die Guck mal, da Linie ist noch eine 42. Bäckerei. Noch eine Bäckerei? Da ist noch eine Schanzenbäckerei. Okay. So, ich gucke jetzt da noch mal bei dem Bus. Hier können wir doch einfach drauf zoomen. Da brauchst du doch gar nicht hingehen. Genau. Guck mal hier. Linie 42, 149, 154. Sag mal, was ist denn hier los? Guck mal hier. Was machen denn die Muckelmäuse da oben? Ja, die warten darauf, dass ich mir was zu essen hole. Also bei dem Bus, wenn du hier in die Richtung fährst, da bist du in 2 Stationen am Harburger Rathaus. Ah, okay. Okay. Das ist ja nicht weit. Nee. Bei der anderen Seite hatten wir letztes Mal auch schon geguckt. Ich weiß gar nicht, welche Station davor noch ist. Ja, Jens Hermann sagte es, für mich ist Hamburg die Stadt der Baustellen. Da hat er jetzt auch nicht so ganz unrecht. Das stimmt. Also im Moment stimmt ist leider. wirklich Terror bei uns. Das Also ist leider Autofahren macht gar keinen Spaß. Und Nee. ich kann euch nur einen Tipp geben. Wenn ihr in Hamburg seid und euch auch auskennt, fahrt trotzdem mit Navi. Ja, es ist wirklich, der schickt dich manchmal ganz woanders hin, weil überall gesperrt ist, was du wirklich nicht auf dem Zettel hast. Und wenn ihr Sebastian sagt, das sind die Warnemünder Möwen. Die sind gerade auf Urlaub hier bei dir. Oh. Die wollen dich mal ein bisschen ärgern. Hier ist ein Restaurant. das
Die haben auch echt lecker Essen. Da haben wir nämlich auf die Speisekarte geguckt letztes Mal. Sah auch drin sehr gut aus. Ich war da ja eben für eine Inspektion mal kurz. Aha. Virtual, Dankeschön. 5 Euro Superchat und er schreibt gerade, im Veritas-Haus ist auch das Momento. Ja, das hatten wir gerade drüber gesprochen. Ein paar Sekunden zu spät gesehen, dein Hinweis. Also er scheint das zu bestätigen, dass das Restaurant lecker ist. Das ist so ruhig hier, ne? So idyllisch irgendwie. Es ist so, als wenn man irgendwie in Büsum ist, ne? Mit diesen ganzen... Aber in Büsum wäre es jetzt voller. Ja, das stimmt, aber so mit diesen ganzen Vögelchen und so. Aber der Wind nimmt zu, kann das sein? Und jetzt gehen wir auf die Koi und fahren den Hafen. Oh ja. Das wäre Die cool. Koi für uns ganz alleine mit Mucke. Ja. Heu jetzt als Taxi zum Fischemarkt. Na, das wäre doch was. Kommt alle mit, der ganze Chat mal drauf. Ich denke, Und was ist denn das Blaue da? Dieses silberblaue Schiff, das ist ja... das sieht auf jeden Fall, finde ich, aus. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das früher mal so eine Mega-Yacht war. Eine Mega-Yacht, naja, so sieht sie jetzt nicht aus. Nee. Aber so ein bisschen umrestauriert. So Ne? ein bisschen Lego-Optik. Ja. Lego-Yacht-Optik. Du, da hat sich jemand selbst zusammengebastelt. Ja, aber cool, schon mal mit Lichtern. Da war bestimmt eine Frau dran. Die brauchen immer Lichter. Aber die Blumen fehlen diesmal. Ja, die kommen noch. Ist gerade erst fertig geworden mit den Lichtern. Kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Das stimmt. Das ist so ein bisschen hier wie im Hamburger Hafenmuseum. Das ist ja abends auch immer nichts los. Ne? Da kannst du wirklich, ja, kannst auch im Schlüpper rumlaufen. Das sieht keiner, weil da nie jemand ist. Also ich glaube, die Koi liegt hier oft in der Woche, weil die ist ja, die ruht sich weil hier hier aus. war gerade die Frage, ob das der normale Liegeplatz ist. Also ich glaube, die liegt hier öfter in der Woche und wie gesagt, am Wochenende fährt sie ja oft nach Hamburg und startet von da halt die Partytouren. Und sag mal, wie weit hätte sie da? Die kann ja auch hier nicht drehen, die muss ja rückwärts raus. Ja, sie ne? muss halt durch die Schleuse, dann fährt sie Ja. auf die Süderelbe Ja. und dann über die Süderelbe, dann kommt sie hinten durch den Kühlbrand. Aber dann hat sie ja noch eine kleine Reise von hier aus vor sich. Ja, also ich finde, das wäre auch eine super Tour. Finde ich Mit der auch. Koi einmal von hier bis nach Bis zum Hamburg. Fischmarkt. Vor allem bevor die Musik Ne? losgeht. Ganz genau. Vor Das der ist- Party. Also ich würde sagen, das halten wir Ich doch würde mal. mal sagen, die Reise ist gebucht, Die oder? Reise ist gebucht. Können wir auch gleich flacken? Ja. Haben wir ja jetzt. Sandra, danke dir für 14 Monate. Ach, Nilsi weiß jetzt, das ist eine Förderfähre aus Kiel, sagt Nilsi. Dieses Schiff da vorne, Ja. Eine Ah, okay. Förderfähre. Okay. Aber die sieht gar nicht aus wie eine Nee. Fähre, ne? Sven spendiert noch ein Getränk. Sven, Mensch, Dankeschön. dickes Dankeschön, Sven. Dankeschön. 40 Euro nochmal. Alte Förderfähre aus Kiel. Genau, die Partys beginnen ja ab dem Fischmarkt. Also wir fahren dann von hier bis zum Fischmarkt, das reicht uns ja dann. Das sind ja schon ein älteres Gewerbe, ne? Wir machen selber da Party und wir singen selbst, weil dann kriegen wir ja auch keinen Anschluss, oder? Na, okay, auf jeden Fall nicht von der GEMA. Ja. Von anderen Leuten vielleicht schon, ja? Sag mal, wollen wir eigentlich noch mal gleich zur Schleuse fahren? Oder? Ja. Also hinlaufen ist ein bisschen weit, aber wir könnten uns natürlich ins Auto schmeißen und einmal zur Zeigen wir doch mal Schleuse die fahren. Schleuse. Fragen wir doch mal den Chat. Möchtet ihr mal noch den mal Chat. die Schleuse sehen? Ganz kurz noch mal, dass wir dahin düsen. Ich glaube, das wollen Müsst die ihr mit nicht. uns Auto fahren? Das wird lustig. Da kommen wir auch noch mal bei der Polizei vorbei. Ach, guck mal. Das ist doch mal eine schöne Sache. Ich habe gedacht, das willst du doch mal gucken. Vielleicht möchtest du auch mal fragen, ob du da mal gucken darfst. Den Das- Knopf betätigen Nein, für die du- Schleuse, oder was? Nein. Die Darf ich da mal- Die Polizei hat ja nichts mit der Schleuse zu tun. Nein. Ob du das Ich schöne glaube, Nilsi Gebäude- meinte das hier. Dieses Ach so. Schiff. Die Adler Ja. Nordica, Nilsi, oder? Ja, die sieht ja eher aus wie eine Fähre. Ja. Die möchten alle mit ins Auto geschmissen werden.
Wer fährt denn? Immer der fragt. Nee, ich fahre und ihr nehmt, ich drücke euch die Kamera in die Hand. Das Ja. reicht schon. Alles klar. Paddy fährt und einer macht Chat und einer macht Kamera. Das läuft, ne? Das läuft. Oh, die Girls können das. So irgendwie. Kriegen wir schon hin, ne? Hier haben wir nochmal die Lydios, Ach ja, von der anderen Seite jetzt auch schlafen noch im mal, ne? Hafen. Du, und guck mal, brauchst du ein Taxi nach Hamburg auf die Reeperbahn, dann nimmst du das kleine Beiboot. Das TÜV da, ne? Genau. Ist doch süß. Guck mal, wie süß das ist. Das ist niedlich, ja. Da muss ich immer an das Boot denken. Weißt du, was ich meine? Das Buch, was ich gerade lese. Oh nee, bloß nicht. Genau, und Arndt sagt, wenn die Polizei fragt, wie viele Leute hier im Auto seid, sagen wir 2000. Herrlich, großartig. Du, die machen aber Augen. Oder? Ja. Ich sage, Herr Wachtmeister, Sie müssen jetzt ganz ruhig mit uns sprechen, weil es wird alles aufgenommen, was Sie uns jetzt sagen. Es wird alles gegen Sie verwendet. Meinst du? Scheint sich ja auszukennen. Warst du schon mal öfter da? Mit oder ohne Handschellen? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Ich sage euch aber gleich, das Auto ist nicht aufgeräumt. Das sieht aus wie bei den Hottentotten. Das reicht ja, wenn ihr die Kamera aus dem Fenster haltet. Quatsch, das ist super aufgeräumt. Kann man gar nicht sitzen, so viel. Ich wollte heute Auto waschen. Mein Vater hat gesagt, wieso, das sieht doch super aus. Ich sag, du hast ein Dioptrien von... Hier Ne? ist, hier ist übrigens von hinten, hier ist die Zufahrt zur Werft. Ne? Da hinten ist das Tor JW. Die streiten sich jetzt, wer vorne sitzen will. Wie lustig ist das denn? Ehrlich? Ja. Das ist ja wie bei den Kindern früher. Ich will vorne sitzen. Schmeißt die Kamera gleich in den Kofferraum. Genau, wer hier rumnörgelt, fliegt nämlich in den Kofferraum. Wann sind wir da? Dann sind wir da. Also Gerade hier mal sind 2 übrigens, hier sieht man das ganz gut, hier sind viele Wohnhäuser entstanden. Darf ich mal Ja. einem von euch die So, Kamera ich geben? muss erstmal und dann könnt ihr euch entscheiden, wie das jetzt hier losgeht. Ja, ich muss einmal die Tasche hinten rein tun. Genau. Vor allem muss ich erstmal gleich wiederfinden, wo wir langfahren müssen. Musst du dein Navi machen. Ich glaube, das war nicht so kompliziert. Das Navi ist auf dem Handy, mit dem wir streamen. Aber ich habe einen Navi. Nein, das finden wir schon. Also, Warte mal. willkommen im Irrgarten Hamburgs. Soll ich hinten mit der Kamera sitzen oder wie geht das Du, jetzt? wie du möchtest. Wie Du du kannst ihn nach möchtest. hinten setzen, kannst Anja die Kamera geben. Anja setze ich jetzt erstmal rein, weil mit Kamera einsteigen ist schwierig. Genau, dann nimmst du aber hier das So, Mikro. erstmal muss ich mein Handy verschrauben. Ja. So. Nee, aber? Nee, das Abfahrt. Ob er jetzt meckert. so. Nimmst du mal. Ja. Pass auf, nicht die Knöpfe da drücken. Nein, ich mach gar nichts. Genau. So, du müsstest jetzt nur mal auf den Chat achten, Ja, ich guck. ne? Ob wir jetzt laufen. Ich glaube, wir laufen jetzt. Wird lustig, ja. Willst du dich erstmal anschnallen? Ja, will ich. Safety first, ne? Jetzt geht's, ne? Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, das. So Leute, willkommen bei der rasanten Fahrt hier heute mal. Ja. Ganz spontan. Heute ist doch Zack, alles läuft das live. wieder hier. Bleib doch mal locker. Ich mache das eigentlich immer absichtlich. Weil Weil's wenn aufregend ist, Nee, weil ne? ich immer, wenn ich das Gefühl habe, dass der Chat einschläft, dann mache ich Genau. den Stream kaputt. Genau. Weil dann. Warte mal, war das hier? Ich glaube, wir müssen da hinten rum. Wir müssen da hinten rum, genau. Also So, es ist solange immer, bin ich in Berlin ist immer ein bleiben, ist guter alles Test, super, ne? ob der Chat Genau, nicht schläft. nicht schläft. Also, ja, Also es war alles in Ordnung, war halt gerade pure Absicht.
Jetzt fahren wir hier quasi um die Schlossinsel herum. Sag mal, das wird ja eine richtige Hamburg Hafen Live-Tour hier. Nicht ein Walk, sondern machen wir eine Stadtrundfahrt. Guck mal, du kannst auch mal da so ein bisschen rausfilmen. Du bist so schnell, das sieht man ja nichts, hör mal. Soll ich langsamer fahren? Ja, also, Sand unterwegs. das ist ja wie im Flugzeug hier in deinem Auto. Ich fahre jetzt 20, Ja, ist doch super. 16. Klasse, aber so kann man ein bisschen was erkennen. Hätten wir auch laufen können. Also, gib Gas jetzt. Ja, Leute, Ui. Jetzt sehen wir gleich auch die Polizeistation. Und die hat, glaube ich, irgendwie einen Designpreis gewonnen. Quatsch, das ist ja sehr die besonders hat hier, ne? irgendwie, hat die, Sag mal, das ist ja voll wild hier. Wo fährst du uns hin? Ja, das ist wild hier. war das hier richtig? Nee. Nee, das war nicht Shit-Verfahren. Das ist Bootsstation Harburg. Haben wir das aber auch du, schon mal gesehen? Fast, Passt. fast richtig. Ja, ist nicht die Polizei. Ist nicht so ganz, wo ich hin wollte. Nö, aber ist ja nicht so schlimm. Irgendwo Ne? konnte man abbiegen. Hier so? Nee, da kann man ja Hier nicht so. weiterfahren. Da Ne? müssen wir lang. Doch, genau. Ja, hier echt? Nein, hier sind wir bei der Polizeistation. Wir müssen, Hier ist nein, Zollstation. doch, müssen wir hier durch. Ich glaube, wir müssen hier durch. Hier, genau. Wasser- und Schifffahrtsamt. Genau. Hier müssen wir So, durch. oh, sag mal, ihr seid ja... Ja, du denkst auch eigentlich gar nicht, dass du hier langfahren darfst. Darf man höchstwahrscheinlich auch nicht, aber wir machen es trotzdem. Für euch, ne? Nur, dass ihr das mal wisst. Wir sind verbotenerweise unterwegs und falls sie uns nämlich jetzt festnehmen... Hier ist nichts verboten. Oh, hier kommt nämlich jetzt gleich die Polizei. Da, hier ist ein Schild, hier musst du rechts rein. Ja, da, Ach so. aber wir Oh. wollen ja zur Schleuse. Hier ist das stimmt. Polizeigebäude. Aber Anja will das zur Polizei. Und wenn du das jetzt gleich mal von der Seite siehst, dann... Haben Sie das von dem Michel gemacht? Das ist dieses grüne... Das ist Kupfer. Ja, Kupfer, wie vom Michel. Das haben die doch nicht von Michael geklaut. Aber ich habe eine Uhr vom Michel. Da ist auch Kupfer mit bei. Na, du bist ja hier wild. Vor allem, du denkst eigentlich gar nicht, dass hier zwei Autos lang passen. Und dieser wunderschöne Himmel. Guck mal, hier ist auch Fahrschule Hansen. Ach, guck mal. Hier ist die Schleuse. Ja, da gehen wir doch mal schnell raus. Da können wir ja mal... Vielleicht kriegen wir noch eine Schleusung Wollen wir mit. dich da mal durchschleusen? Ja. Oh. So, Leute. Wir sind schon da. War doch eine wilde Fahrt hier. Absolut wilde Fahrt. So. Jo. So, jetzt kann ich mal im Chat gucken, was hier wieder los ist. Jo. 2 Euro hatte der Jürgen noch geschickt, damit Ralf Schumacher nicht zum Auto kommt. Ralf Schumacher? Was? Okay, ja, alles klar. Den habe ich jetzt nicht verstanden, aber... Der verkauft doch jetzt irgendwie Autos, oder? Ach stimmt, der macht Ja, irgendwie so... super. Der macht irgendwie so Autoverkaufswerbung. Okay. Ja, Wen kann er denn mitnehmen? Also hier war ich auch noch nie so, hier sind wir quasi bei den Anglern. vor der Schleuse, Schleuseneinfahrt. Guck mal, liegt auch ein Schiffchen. Hier sind einige Angler unterwegs, ne? Also wenn wir da entlang gehen, müssten wir auch vorne von der Spitze die alte Harburger Elbbrücke sehen. Wollen wir das machen? Da durch. Die sieht man da durch. Wir wollen erst einmal auf die Schleuse gucken, aber ich kann ja mal hier... Ja, ich glaube, das können wir gleich noch machen. Komm, wir gucken einmal auf die Schleuse. Da ist jetzt eh nichts los. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ausgerechnet jetzt hier... Und auf einmal gehen die Tore auf und dann. Nee, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist das denn das Tor, was wir eben auch gesehen haben? Ja, ja. Das ist ja. das Tor, was wir von der anderen Von Seite der anderen gesehen Seite haben. eben.
Kannst du mal da beim Schleusenwärter anfragen. Hier wann ist das auch nächste gar nicht Schiff mal so kommt. klein, die Schleuse. Nee. Naja, die Koi muss ja hier auch durch. Ja. Und ich finde, die ist jetzt auch nicht so ganz klein. Und da haben wir dann die Süderelbe auf der anderen Seite. Wollen wir da noch einmal hingehen vorne? Ja. Ja, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Da hinten die Dingsbumsbrücke. Was denn? Die, Also die Kühlbrandbrücke Ja, mit Dingsbums. ja. Ja, da ist so hinten ein- sieht man so ein ein ganz bisschen Brückenpfeiler. von der Ja. Kühlbrandbrücke. guck mal, meine Adleraugen. Ne? Da, Hast du das zwischen denn? den Strommasten. Genau. Ja, hier ist nochmal die Frage, warum muss hier geschleust werden? Ganz einfach, weil das hier ist alles Tidegewässer. Also das ist Elbe, beziehungsweise Süderelbe. Von da aus kann man quasi direkt nach Hamburg und dann in die Nordsee fahren. Und für alle, die das am Anfang nicht mitbekommen haben, der Harburger Binnenhafen ist ein sogenannter Dockhafen. Und ja, damit ist er halt vor der Tide geschützt. Das Wasser geht nicht, steigt und sinkt nicht, was vieles einfacher macht, vor allem halt beim Beladen und Entladen. Es ist halt deutlich einfacher und ich glaube, auch für den Werftbetrieb hat das einen großen Vorteil. Hier ist die Frage, ob ihr damals mit dem Saugbagger da auch durch seid. Genau, hier sind wir mit dem Saugbagger. Also das ist der einzige Zugang über Wasser zum Harburger Binnenhafen. Es gibt keine andere Möglichkeit, da reinzukommen, als über diese Schleuse hier. Alle anderen, die ganzen anderen kleinen Kanäle, die wir gesehen haben, wo wir immer reingefilmt haben, sind alles Sackgassen. Ist ja nicht so gut, wenn du dich verfährst, ne? Hier ist auch noch mal diese Tafel von der Hafenroute. Ja, das war auch sehr interessant. Doch, der Hamburger Hafen ist ja ein Tidehafen, nur nicht der Harburger. So, hier steht noch mal was zur Harburger Hafenschleuse. Und diese Schilder findet ihr an vielen Stellen im Hamburger Hafen. Und das ist nämlich hier die sogenannte Hafenerlebnisroute. Das könnt ihr auch mal googeln, Hafenerlebnisroute. Da gibt 45 es Kilometer Randerweg. 45 Kilometer Wandern oder Radfahren. Da gibt es, glaube ich, bei der HPA ein ganzes PDF drüber. Ja, das Also kann man hier, sich runterladen. Den also das kleinen- hier- 45 Kilometer ist eine ja, ja, ganz also schöne hier, Strecke, ne? hier diese ganzen, hier diese grünen Striche hier, das ist diese Hafenerlebnistour. Sollen wir mal einen Das ist- Stream machen? Fahrradstream? Ich glaube, die Verbindung ist gerade weg. Stream ist weg. Stream ist weg. Der ist weg. Was hattest du gesagt? Also war nix, ne? Warte mal. War nix. Nee, war gar nichts. War gar nichts. Ich glaube, da kommen wir über den Deich. Also ich glaube auch so, wenn man Hamburg besucht und diese Erlebnisroute machen will, das ist schon gar nicht schlecht. Ich meine, Zumindest kriegt man da so ein paar coole Spots im Hafen. Definitiv. Also ich glaube, da kommst du an ein paar wirklich tolle Orte. und richtig Muckis in den Beinen. Das kann man so sagen. Und Und bestimmt ein Strampopo. Popöchen. Und wenn dieses Wetter gut ist, gut eincremen, ne? Auf jeden Fall. Und überall sind wahrscheinlich irgendwelche Kioske. Und das Stößchen nicht vergessen. Stößchen, genau. Also das ist echt eine schöne Ecke hier. So, dann fragen wir doch mal nach, ob die schon was gefangen haben, ne? Lieber nicht. Wieso? Nachher laden dich noch zum Essen ein. Frag lieber, ob die einen Grill dabei haben, wo sie dann den Fisch draufhauen können. Okay, ich frage sie mal. Du wieder, ne? Guck mal, da kommen wieder die Flieger. Die Aus fliegen hier dem rüber, ja. Harburger Binnenflughafen. So. Anja quatscht wieder jeden an. Anja quatscht erstmal.
Anja hat gar kein Mikrofon. Wir machen Livestream. Dürfen wir bei euch filmen? Oder du bist auch live? Auf TikTok oder? Ach was. Dürfen wir euch filmen oder? Kommt drauf an, wo du es hochlädst. Das ist jetzt Bei uns läuft der Stream auf YouTube und Twitch. okay, aber besser nicht präzise, würde ich sagen. Krieg ich noch Probleme. Ich bin auch gerade live, ja. Das ist ja verrückt. Ich mache das auch schon länger. Warte mal, dann. Wie ist dein Account? Auf TikTok? Moin Lavo. Richtig. Cool. Wie viele Zuschauer hast du? 57 gerade. Wow, cool. Ja, mal mehr, mal weniger. Ne? Aber habt ihr denn heute schon was gefangen? Ja, er hat 2 Stück rausgeholt. Und die waren zu klein? Die waren zu klein. Und schmecken die denn auch, wenn ihr die esst? Natürlich, Zander ist das Beste, was man essen kann. Ach, guck mal, Zander. Doch, bestimmt. Aber aus der Elbe? Wieder sauber. Das stehen ja. Weißt du, wenn du die Container da alle siehst, ne? Die wir da alle so... und die Dampf- Gib doch Anja mal das Mikrofon. Man hört ja gar nicht, was hier. Da hast du das kleine Mikro. So, der junge Mann hat Zander, Anja aber möchte war jetzt zu noch klein. mal. Und Anja was möchte holst du noch dir mal jetzt ein Interview raus? Ein führen. Aal hier. oder wie? Nee, noch ein Zander. Noch ein Zander? Ja. Aber gibt es dann hier nur Zander oder was? Nein, auch Rapsen, Aale. Alles. Und die isst du auch alle selber? Nein, nur Zander. Ich mag nur Zander. Nö, kleiner Gourmet, ne? Kleiner Gummi, ja. Kann ich verstehen irgendwie. Ja, was sagt man bei euch? Petri Fisch Heil? Heil. Petri Heil? Genau. Dann würde ich sagen Petri Heil. Ich bin jetzt auch nicht so laut. Vielen Dank. Weil, Du kannst was- auch laut sein. Stört nicht. meinst du, die Fische haben keine Ohren, dass sie mich nicht hören? Nein, überhaupt nicht. Bist du sicher? Ganz Oh. sicher. Okay, na wenn du das sagst. Doch, Wir kommen gleich nochmal vorbei, vielleicht hast du ja dann einen, ne? Und dann zeigst du uns die. Gleich. Tschüss. Zander, Zander. das ist doch verrückt, hör mal. Zander. Das ist ja wie AC/DC. Ist das nicht hier Imagine Dragons? Zander. Das ist nicht Nee, AC/DC. Zander. Egal. Egal. Ich glaube, die waren jetzt aber auch ein bisschen Also jetzt genervt schweifen von wir auch ein uns, bisschen oder? ab, ne? Vom Thema. Whisky Hase, 10 Euro Anzahlung für Luft für die Reifen der Fahrräder für den Teststream. Wie viel Luft kriegt man denn für 10 Euro? Oh, da kriegt man sehr viel. Da kann ich mehr als 45 Kilometer definitiv fahren. Guck hier, Moin Lavo auf TikTok, da ist der Link schon im Chat. Mal richtig Ausrüstung hier. Aber stell dir mal vor, ich muss Fahrrad fahren, quatschen, euch begöschen. Da müsste ich ja alle 500 Meter wieder irgendwie Pause machen, erstmal was trinken, weil ich ja so durstig bin. Das ist. Hattest du was? Nee, hat nix. Aber guck mal hier, was das für ein tolles Bild ist. Wenn man hier jetzt mal so rüber zoomt, da hinten ist die alte Harburger Elbbrücke. Guck mal, da sitzen auch welche. Ey, was für geile Plätze hier. Ja. Also es ist wirklich Was schon ein für bisschen coole Romantik. Plätze. Romantik. Und so friedlich, finde ich, ist das hier, ne? Also ich glaube, Können wir hier mal einen Sundowner machen? wenn ihr mal irgendwie einen Platz für ein erstes Date sucht, Haben wir ja nicht. Also du brauchst das nicht suchen, also. Vielleicht möchte mich ja jetzt jemand einladen. Meinst du? Nein. Hier schön mit Picknick und so? Hier auf dem harten Beton. aber Man soll von Stühle außen, mitbringen, nur. Natürlich. Meine alten Knochen. guck mal, von außen sieht die Harburger Elbbrücke gar nicht so spektakulär aus. Nee, Das Spannende daran sind natürlich die Tore. die Tore. Das Ist es- kommt hier jetzt nicht so gut Das rüber. stimmt. Ist es die erste Brücke gewesen in Hamburg, die so ganz wertvoll war für Hamburg? Ne? Ist es die? Die 1897 erbaut worden ist, 6 Jahre lang. Ist es die Brücke? An wen geht die Frage? An dich. Ist ja kaum sonst jemand hier, den man fragen könnte. Außer die Leute im Chat. Also insofern. Ja, und hier haben wir noch mal die Einfahrt in die Schleuse. Aber ich finde, für einen richtigen Sommer könnte es irgendwie ein bisschen wärmer werden, oder? Ja, finde ich auch. Ist nichts mit lauschig. Hier merkt Ja, man also- auch, dass gerade relativ viel Wasser drin ist. Also es muss Flut sein.
Oder zumindest relativ hoher Wasserstand. Aber die Tore, glaube ich, sind sehr, muss man sich eigentlich angucken. Also das ist schon Ja, sehr, ja, also sehr, sehr schön. die alte Harburger Elbbrücke ist definitiv richtig, richtig schön. Die ist super. Haben wir auch ganz oft Ja. schon Fotoshootings gemacht. Ja. Können wir auch mal ein Shooting mit mir machen, oder? Können wir machen. Mit Chat oder mit Stream oder ohne? Ohne. Ja, dann bringt das ja keinen Spaß. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann einen Stream da direkt auf der Brücke. Ja, Na, das ist also auch die eine müsst schöne ihr euch Ecke. eigentlich echt angucken. Ja. Ist jetzt ein bisschen spät, sonst hätten wir da ja noch mal vorbeigucken können. Aber es ist toll. Ja, da müssten wir jetzt auch da ganz außen rumfahren. Nein, das ist jetzt auch zu wild. Wollen wir noch gehen noch mal einmal, um die Ecke. einmal ums Eck Genau, luschern? und dann, glaube ich, haben wir es auch, ne? Ja. Haben wir euch mal ein bisschen Harburg gezeigt. Also uns ja auch. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, ne? Man ist hier nie. Das ist nicht unser Hut. Also der Chat vergisst ja nie, ne? Und der Nutella Maker fragt, ist der nächste Stream am Samstag, wenn der Ida Perla ausläuft? Nein, der nächste Stream, also ich weiß jetzt nicht, was sonst noch kommt, aber ist am Freitag. Da machen wir nämlich klar Schiff auf der Cap San Diego. Die fährt ja am Samstag nach Cuxhaven, kommt Sonntag zurück. Und Freitag wird das Schiff vorbereitet. Wir hatten, Und du bereitest mit vor? Ja, wir hatten ja erst überlegt, ob wir mitfahren. Aber das ist halt Cuxhaven, dann mit dem Bus zurück und Ach so so. weiter. Sicherlich auch schön, aber ich hatte dann spontan die Idee, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, hinzugehen, wenn sie das Schiff vorbereiten am Freitag. Na, dann werden halt Leinen vorbereitet, Maschinen werden vorgeheizt und. Und dann sind halt noch nicht ganz so viele Gäste an Bord. Wie friedlich das hier ist, ne? Sag ich doch. Das ist echt schön. Das ist wirklich, Leute, es ist wirklich, also wirklich toll. Ja, Strömung sieht auch nach Flut aus. Aber die Brücke müssen wir euch wirklich noch mal zeigen. Ja, da Die machen ist wir auch echt- noch mal irgendwann einen Stream. Die ist echt toll. Weil man da halt auch nicht so wahnsinnig viel machen kann. Man kann Nee. über die Brücke und zurück und man kann halt ganz cool unter die Brücke. Das ist eine ganz geile Gegend, aber naja, egal. Machen wir einen Kurzstream. auch Ja, egal. oder wir machen mal irgendwann, wir wollten ja eh mal mit dem Auto durch den Hafen. Wenn ich das dann Ja. im Griff habe mit dem CarPlay. Jetzt weiß ich ja, wie es geht, beziehungsweise ich muss es halt vorher ausschalten. Eben hatte es mich kurzfristig überfordert. Es hat mich gekillt. Ja, Mädels, Mensch, ich glaube, hier gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sehen, oder? Hey, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal am Ende der Fahnenstange angelangt. Und Petri fragt noch, Tanja kann dich doch in Cuxhaven abholen. Ja, ich wäre ja selber mit auf dem Schiff gewesen. Wie soll denn Ganz das genau. funktionieren? Ganz genau. Hätte ich ja gemacht. Aber ich will jetzt selber mitfahren denn auf so einem schönen So, Schiff. da, guck mal. Da sind Meine, wir. meine dicke Backe, meine Schönheits-OP. Sensationell. Ja. Ich habe Ich kann mir, doch nichts entstellen. ich hab mir die Wange aufspritzen Wir lassen. können da ein bisschen Make-up drauf machen. Oder kannst du mir da ein Smiley drauf Ja, malen? mache ich. Ja, oder unterschreibst du das Ja, mache ich. mit Schwester Hanni? Klebt dir doch eine mürrische Möwe drauf. Nee, es kommt ja morgen schon ab. Kann ich ja morgen schon abnehmen. Ja, Mensch, war eine schöne Runde, oder? Ja. Der Slowworm ist auch noch an Bord gehüpft. Beziehungsweise hat verlängert. 3 Monate. Herzlichen Dank dafür. Ich sag mal, Möchtest vielen du Dank. das Schlusswort sprechen? Ich kann das ja mal machen. Sonst musst du das ja mal machen, ne? Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, alle, die bei uns waren, die letzten, wie viele Stunden? 2 Stunden? Oh, Ja, anyway. so ungefähr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank für eure, wie sagt man das immer noch? Mit diesen komischen Für Sachen? eure Kanalunterstützung, die Ja. Unterstützung sowohl auf Twitch als auch auf YouTube, war wieder Du bist schon so war einstudiert. wieder sensationell. Ja, man verhaspelt sich aber auch schnell. Ja. Aber verhaspeln ist sympathisch. Huch, und meine Brille läuft auch schon weg. Ja, also vielen Dank auch an unsere stillen Zuschauer. Liebe Grüße, schön, dass ihr da wart. Und ja, ich sag schon mal Tschüss, war wieder sehr schön mit euch. Hab aber jetzt auch Hunger, Leute. Ja, und Sorry. vielleicht habt ihr ja Lust am Freitag. Cap San Diego wird allerdings ein bisschen früher sein. Ne? Wahrscheinlich schon irgendwie so halb 11, Vormittags, 11. ne? Also vormittags Ja. geht das da los. Ne? Ja, morgen weiß ich gar nicht, ob morgen was anliegt. Gucken wir mal. Ne? Ja.
Wir sind ganz Genau. easy peasy lemon squeezy. Ihr wisst ja, am besten WhatsApp-Kanal abonnieren und dann. Na, Genau. macht's gut, ihr Lieben. Tschüss aus Harburg. Schönen Abend. Tschüss. Jetzt muss ich aber erstmal hier den Ausschalter finden. Darf ich dir mal gerade Ja. den... Noch sind wir live. Ja. Noch sind wir live. Also ihr müsst euch noch benehmen.